Klick, klick, klickety, klick, 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 klick. Geht doch nicht über einen guten Plan, den man sich gemacht hat und dann nicht verfolgt, weil man es vergessen hat. So. Zurück zu Ledex the Top. So. Okay. Die Screenshots von letztem Mal. Also, was mir erstmal aufgefallen ist, wie offensichtlich Patricia nach, ich denke mal, ihrer Mutter, ne, oder verschwunden, nee, Quatsch, nicht ihrer Mutter, ihrer Tante? Moment. Wir gucken mal nochmal, machen wir mal, scroll. Vielleicht fällt es mir da noch ein, wer es war. So, da haben wir nochmal die Patricia. Alias Patty. So, und da haben wir halt das tote Mädchen, die Lies. Und ich meine, sie haben einfach nur Patricias Model genommen und ein klein bisschen umgeswitcht. Ich meine, Patricia, Lies. Also, es ist total unmöglich, dass diese beiden Personen irgendwie miteinander verwandt sind, oder? Und was mir noch aufgefallen war, weil wir hatten ja überlegt, ob ihr Vater Sass ist. Auch ein Screenshot. Lass mich mal kurz. Klick. So, genau, da war ja diese seltsame Zwischensequenz. So, ich glaube, das ist ihre Mutter. Und was für eine Hand haben wir da? Ich weiß halt nicht, ob man ihn wirklich gehört hat oder gesehen hat. Aber ich denke mal, die Hand wird doch unserem guten Sheriff gehören. Und ich nehme halt stark an, dass sie halt auch irgendwie einen Gas atmet, das mit halt mit diesen, wie heißt das, Sang Rouge versetzt ist. Weil das ist halt nämlich ein Motiv aus dem ersten Deadly Premonition. Da gab es halt auch so einen was mit roten Samen, also was auf Rot basiert und halt auch als Nervengas, sag ich mal, benutzt wurde. Und das kommt mir jetzt erstmal ein bisschen ähnlich vor. So, Moment. Wir wollen kein Desktop-Dings machen, wir wollen ein Game-Dings machen. Das ist etwas performanter. Gut, dann gucken wir mal. Begeben sich zur 300 Jahre alten Eichenallee und wir werden keine dieser Nebenquests machen. Die wahrscheinlich schon alle... Moment. Besorgen Sie Garnele an Hubbrücke. Ich habe ein inneres Problem damit, mich mit Brücken auseinanderzusetzen. Hubbrücke, damit ist wahrscheinlich die hier gemeint, ne? Oh, sollen wir das schnell machen? Ja gut, machen wir das. So, oh, sind da Leute? What is this? Beziehungsweise who is this? Danny? Ach so. Come on, Satan. Der schon wieder. Stimmt, der war ja letzte Mal. Er war sehr verzweifelt. Hui. Swish. Swish. Dun, 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 dun. I think the Clarksons chose a dragonfly for their family crest. In some European countries, dragonflies are called devil's needles, and folklore suggests that they fly around, sewing up the mouths of children who don't do as they're told. In Japan, Sind das neue böse Doggos? War die nicht vorher braun? Oder sind die wieder braun? Das sind Schäfer-böse Doggos. Ich möchte hier nochmal betonen, dass wir sie nur bewusstlos streicheln und sie uns zum Dank dafür ihren Schwanz da lassen. Ihr wächst auch wieder nach. Also
Es wird keine echte Gewalt gegen Doggos ausgeführt, weil das könnte ich nicht tun. Fällt gerade auf, dass unsere HP ganz schön low sind. So, viel Fell. Ein bisschen Hundegebell. Anscheinend scheint auch jede andere Farbe von bösen Doggo ein anderes Item zu lassen. Sicher ein super ausgeklügeltes System, das mich nicht interessiert. Weil es ist ein Minispiel und das ist mir egal. AKA Professor R. How could such Minispiele sind eine Qual. Ist da ein Typ? Does the South Wer bist du? Hallo? Das kann ich gar nicht in Ruhe singen. Okay. Wo waren wir? Ich muss noch in den Beat rein. Ich muss noch in den Beat rein. Minispiele egal. Sie sind mir eine Qual. Ich schlachte lieber einen Wal. Nein, das ist kein guter Reim. Ich lasse es sein. Wo muss ich denn hier hin? Oh, das ist ja auf dem Weg. Hätte ich jetzt nicht gedacht. Das ist mal voll auf dem Weg. Ich muss einfach nur die Straße lang und dann nach hier. Nein. Nein. Wir reden mit einem Baum. Hallo. Zach, do you sense that? Nein. These trees have watched over this land for the past 300 years. Long before the Clarksons built up their town, these trees were here. Gerade dieser eine Baum, der da so ein bisschen an der Straße ist, der sieht aus, als wäre er sehr gefährdet. If they could speak, I wonder what they'd have to say about this case. Ich denke mal, in einem anderen Spiel hätte man das so gemacht, dass die Wurzeln auch diese Bordsteinkante hochheben, um zu zeigen, dass die Bäume Dominanz über die Künstlichkeit des Menschen haben. Has there always been a different number of trees on each side? Yeah. I heard that by the time our town came along, there were only 17 left. Was ist hier passiert? A general from the South might have cut one down during the Civil War. Intriguing, Patty. Why did he... I don't know. Folks say he planted a red tree in its place. Oh, I don't know if that's true or not, though. ein roter Baum. Zach, the shape of these seeds. They look just like the ones we saw at Lisa's altar. Also nur als Kontext für Leute, die Deadly Premonition 1 nicht gespielt haben. Das Spiel heißt auf Japanisch Red Seeds Profile. Also die Dinger sind schon ein bisschen wichtig, diese roten Samen. Patty, it appears that legend about the red tree wasn't a total lie. Red tree, red The tree. first tree is withered and gone, but the shells from its seeds remain. Perhaps that red tree left some descendants somewhere else. Wir haben jede Menge rote Bäume gesehen. Ist das ein böser Doggo? Nein, das ist ein lieber Doggo. Wem gehörst du, Doggo? Zach, he seems to know something that we don't. Doesn't it seem like he's trying to guide us somewhere? Du bist aber nicht der Doggo aus Deadly Premonition 1, oder? What? What's going on? Change of plans, Patty. Let's go on a little stroll with that Dalmatian. Planänderung, wir laufen diesem random Doggo hinterher. Der rätselhafte Dalmatiner. Rätselhafter Dalmatiner,
Wo führst du uns hin? Bist im Herzen du ein Wiener und ein echter Storygewinn. Wo geht er denn hin? Das ist schon ein bisschen süß. Ich finde die Animation fast ein bisschen albern ist. Und du solltest dich echt umgucken, bevor du über die Straße läufst. Wenn ich wüsste, wo er hinläuft, würde ich ja vielleicht einfach mit dem... Ach komm, das machen wir jetzt. Allein nur aus Gag. Weil ich meine, so verbrauchen wir keine Energie und es sieht auch noch viel lustiger aus. Ach, das ist auch der Song. Dem Doggo hinterher. Das ist gar nicht schwer. Komm, steig auf das Skateboard auf. Dann verbrauchst du keine Energie für den Lauf. Das ist das hier, wäre auch der Brückenmonolog. Ja. So, ein bisschen schneller, mein Doggo. Na komm. Natürlich cool, wenn er dann noch schneller laufen würde. Ich denke mal wieder drüber nach, wie wäre es in einem aufwendigeren Spiel? Vielleicht würde man ihn da sogar anleihen und dann den beim Skateboard mitnehmen. So, da ist zum Beispiel ein Red Tree, möchte ich nur mal sagen. Das sind doch noch ein paar Millimeter. Ja? Aber weniges? Du willst zum Red Tree, oder? Was eine Überraschung. A Red Tree. Is this the red tree that General planted? No way! This is a maple tree. A maple tree? Then it shouldn't be red at this time of year. Right. That's strange. A long time ago, my mama and daddy used to come here together a lot. They told me they used to go on dates here, back before I was born. Mama would make sandwiches, then they'd come here and eat them together. My mama was really pretty, you know. When I was a kid, I believed she was a real goddess. Under the boughs of a legendary tree that stayed red all year long, a small miracle was born. One man managed to win the heart of the most beautiful girl in the world. And they call him Melvin Woods. Oh, ich hätte Wurzelsteiner getippt, aber auch gut. Noch mehr Wurf? Looks like it's time to move on. What a fantastic guide we managed to find. He actually waited for us to finish talking before taking us on to the next spot. Wissen wir überhaupt, ob Patty fertig war? Keine Ahnung. Natürlich schon cool, wenn der Hund auch wirklich schneller werden würde, wenn wir nah an ihn rankommen. Weißt du, noch ein paar 360er machen? Na komm. Da, 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 da.
Ein guter Hinweis. Der Sound erinnert mich hier tatsächlich an What's a Golf. Da haben sie ja auch so schöne 5-Samples drin. Warte auf mich, Doggomat! Ah, der kommt dann sogar zurück? Das ist ja lustig. Scheint, wenn man zu viel Abstand gewonnen hat, kommt er zurück. Doggomat hat immer den Weg parat. So ein Doggo, der macht einen Start. Ich schenk ihm ein Rad. Sollte aufhören, heute noch zu reimen, denn das lass ich lieber bleiben. Ich konzentriere mich auf den Hund, dessen Doggo-Ohren sind vom Zuhören ganz wund. Irgendwie habe ich das Gefühl, dass der Hund einen seltsamen Weg einschlägt. Ich drücke dauernd die falschen Tasten, nur falls ihr euch wundert, warum ich dauernd absteige. Da ist wieder diese Frau. Ich glaube, den NPC haben wir schon mal gesehen. Jetzt dürfte ich ungefähr die Geschwindigkeit vom Hund haben. Was seine Animation auch gar nicht komisch aussehen lässt. Einfach so über fremde Grundstücke. Das ist aber nicht die feine Art, Doggomat. Bin ja mal gespannt, wem der Hund gehört. Wird den Besitzer kennenlernen. Steht ja wohl kaum der Besitzer des Hundes aus dem ersten Teil sein. Weil den kannten wir damals ja noch nicht. Das wäre ein Paradox. Und das nicht nur, weil Hunde involviert sind. Verstehst du? Paradox? Haha. Ha! Da ist der nächste. Braver Hund. Tree. Aber er hat keine Blätter. Hey, Patty. How would you rate this creation? Not bad, I reckon. Mittelmäßig bis gut. They made good use of its natural form, while also pulling out the soul from within. Ich mag, wie sie sein Spiel mitspielt. The artificial color also looks pretty. You don't usually see this level of harmony. Something unnatural always ends up getting left behind. Kunst hat leider meistens etwas Künstliches an sich. Oh, Mr. Übersetzer, sehr schön. Zach, did you catch all that? She sounded just like the curator of an art gallery in New York. I think we may have just uncovered a new side of her. But unfortunately, I can't see anything artistic about it. Honestly, it looks insane to me. That's all I get from it. And there's no way that this is a descendant of the tree that the general planted. Der Hund sagt ja. Richtig.
Hat der Hund uns jetzt getestet? Insane Tree! Panic! Insane Tree ist wahrscheinlich diese, wer ist die? Peitschende Eiche oder so aus Harry Potter? Whooping Willow? Boah, es ist lange her, dass ich Harry Potter gelesen habe. 10 Jahre? Dann mache ich lieber noch ein paar coole Power Slides, um davon abzulenken. This tree is insane in the membrane. Doggo? Achso, ich war zu weit weg von ihm. Doggo ist insane. Insane in der Membrane. Dieser Doggo knows no shame. Ah, hahaha. Ich muss einen Umweg gehen, weil er hier durchschwimmt. Ich hatte schon überlegt, ob die sowas machen. Dann müssen wir diese hochinteressante Hubbrücke lang, oder? So, Doggy, sei nicht insane. Oh, das ist schon ein bisschen niedlich. Wie er durch den Boden gepaddelt ist. Süß. Ich bin immer wieder unschlüssig, ob der zweite Teil besser oder schlechter aussieht als der erste. Er hat halt einen komplett anderen Grafikstil, also halt nicht diesen Comic-Stil, der erste. Aber halt, es hat andere Level von... Ich möchte nicht böse inkompetent sagen, sondern sagen wir so zu wenig Budget. Gott, wo läufst du denn lang? Das ist so eine richtige einmal quer durch Le Carré Mission. Ich erinnere mich gerade in Cyberpunk an diese Taxi-Mission. Ah. Das kommt mir fast vor, als sollte man sowas erstmal machen. Ruhe zu lang. Und kommt es immer ein bisschen vor, als sollte man sowas erstmal machen, bevor man halt wirklich die Mini-Aufgaben macht. Das ist ja jetzt so ein klassisches, komm, ich führe dich mal einmal durch das Areal. Keine Ahnung, wie man unter 20 Spielstunden bleibt, solange wir dem Hund schon folgen. Ja, eigentlich schon, ne? Vielleicht habe ich mich auch irgendwie mit Plague Tale vertan. Aber ich meine, auch da, wir haben sehr lange für Plague Tale gebraucht. Wo ist der Dog? Ach, da ist der Dogger. Der Alex hat ja zwischen irgendwie gesagt, ja, weiß ich doch nicht, dass du verdammte 6 Monate dafür brauchst. Im Stream dauert halt alles etwas länger. Warum glitzert der Baum? Ach so, weil da Items sind. Moment. Unsere schöne Power Slides. Das ist natürlich, eigentlich ist so die Idee von sowas cool, weil der Hund kann ja auch Strecken lang gehen, wo wir nicht langkommen. Man hätte ja auch machen können, dass er irgendwie über Zäune springt und sowas. Also das mit dem Wasser ist schon gut. Das wäre natürlich noch fies gewesen.
Wollte schon sagen, läufst du jetzt? Und? Was sollte das jetzt? Ihr habt das auch gesehen, oder? Dass er wieder zu mir zurückgelaufen ist? Hat die KI den Weg nicht gefunden? Da war das Absicht. Weil ich würde seinen Weg tatsächlich vorplanen, würde ich das jetzt programmieren. Oder zumindest so, ne? Lauf mal dahin, lauf mal dahin, lauf mal dahin, sodass die KI das auch wirklich findet. Es wäre mal wieder Zeit für den Baum. Also ich könnte ja schon wieder. Google sagt, Story abschließbar in as little as 29 hours. Okay. Da waren es doch 30 Stunden. Jetzt wirst du nur noch random von einem Auto angefahren werden. Ach, er kann da sogar durchlaufen. Ich finde jetzt 30 Stunden, ehrlich gesagt, nicht besonders kurz für ein Spiel. Moment, ich komme, Doggo. Ah. Zoom, 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 zoom. Doggo-Nachlaufsimulator, das Spiel. Da ist er, ich sehe den schon. Komm, wir treffen uns da. Wer jetzt erst am Red Tree ist. So, was machst du jetzt, KI, hä? Was machst du jetzt? So. Aha. Also ich habe dran gedacht, die Monologe jetzt zu deaktivieren. Ja. So. Wird doch mal Zeit. Der rote Baum. Wo ist der rote Baum? Ist das hier der original rote Baum? Ah, rough. Zach, now this is interesting. It looks like a tree that you could find anywhere. Yet, it's also unlike any other, completely alien. And look how it's weaved its way into the landscape. Almost like cancer cells invading a human body. You might not even notice it unless you're focused on finding it. And this feeling. As I gaze upon this tree, I can feel evil emotions rising out from within me. Why on earth did that Southern general bring this tree into this town? Ehrlich gesagt, mir ist er gleich aufgefallen, aber wegen dem ersten Teil. I promise to protect you from all the evil in our world. Do not touch this tree. Got that, Patty? Got it, Agent York. Der rätselhafte Dalmatiner. Ich fürchte, ich weiß schon, wer dieser General ist. Zach, it's no use. The skeletal gentleman is a strict one, that's for sure. We're going to have to figure out what the giant lady's finger is if we want to continue on with this oracle. Lady's finger. Lady's finger. I'm at a loss, Zach. The only thing that comes to mind is a certain lady in glasses who displayed her middle finger to a truck driver. The student driver who was driving the car that Leslie Nielsen jumped into in order to chase down a criminal. 1988, directed by David Zucker, The Naked Gun. That car chase was terrific. It felt like we were watching one of our own car chases from the real world. That director must have gotten some advice from actual police officers.
Otherwise, there's no way he would have been able to film such a realistic chase. Ja, ich weiß ja nicht. Hey, Agent York, can I say something? Kann ich mal deinen inneren Monolog unterbrechen, Agent York? If you're looking for ladies' fingers, you know that's another name for okra, right? Okra Winfrey? Another name for okra? Yeah, okra's pretty common here in Louisiana, so most people know about its other name. Was ist denn Okra? Huh. Okra. My talented assistant strikes again. Bin ich irgendwie doof, dass ich das nicht kenne? You solved the oracle instead of me. Let's hurry over to the okra farm at once, then. Das sind anscheinend die Pflanzen da. Find the biggest piece of okra while we're at it. Hey, Agent York. The key word is giant, so it must be rather large. I'll bet it looks positively grotesque, Zach. And just imagine the stickiness. Ooh, I think I'll refrain from taking a bite. Hey, Agent York. Our Ja. town doesn't have an okra farm. No? Okra farm? Relax. Just follow me. I reckon I know where we're supposed to go. Ich muss mir jetzt erstmal dieses Okra angucken. Moment. Moment. Wir unterbrechen diese Spielsession, weil vielleicht sind auch noch andere Leute so doof wie ich. Okra, ein Gemüse. So, Moment. Gemüseeibisch, seine Pflanzenart, Malvengewächse. Ach, gesehen habe ich, glaube ich, sowas schon mal. Okay. Gemüsepflanze. Erinnern geschmacklich an grüne Bohnen. Wird im Gumbo verwendet. Ja, okay. Wieder was gelernt. Habe ich noch nie mitgekocht, muss ich ehrlich gesagt sagen. Dann ab zum riesigen Damenfinger. Jetzt bist du der Hund. Darf ich auch mal der Hund sein? Ich glaube, ich betitle diese Folge mit "Heute ist jeder mal der Hund". Oh, schon fertig. Hey, Agent York. Where are you going? Stay close to me or I'm... Ich bin genau hinter dir. Not that way. Stay Oh, ja. Ich renne hinter dir her. Nein, tue ich nicht. Hahaha. Wo ist denn da der Joke? Hui, ich muss die KI veräppeln. Was ist KI? Da, 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 ba, 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 ba. Ich glaube, die fanden das einfach witzig. Die haben das gerade für den Hund programmiert und dann dachten sie sich, naja, jetzt haben wir das einfach programmiert. Jetzt müssen wir das doch nochmal irgendwie verwenden. Und sie wollten nochmal wieder die Rennanimation von Patty zeigen, Patty Risher. Ich finde nur ein bisschen schade, dass der Hund wieder abgehauen ist. Aber ja, sie hätten einfach den Ort einzeichnen können. Ist ja so dieser Klassiker. Komm, Jörg, ich zeichne dir den auf deiner Karte ein. Ja, Kollision? Nein.
Und wenn man auf dem Skateboard ist, ist es wirklich absurd langsam. Immerhin hören wir nicht zu überbrücken. Die Musik ist wirklich nice. Hui. Oh, vorbildlich. Fußgängerüberweg genutzt. This way! This way! I know where the giant... So, komm. Oh. This way! This Hier. way! Ja, aber du musst mir dafür nicht jedes Mal 5 Sekunden verschwenden. Das klingt jetzt voll blöd, ne? Was eigentlich so wenig Zeit ist, aber halt, das ist... wir laufen hier normal hinterher. Wo geht's denn hin, Patty? Und wehe, da ist ein Schnellreiseding in der Nähe. Also, dass der Hund uns nicht sagen kann, ne? Komm mal hier zum Schnellreisepunkt, ist klar. Aber Patty kann uns das sagen. Le Carré Farm Supply. Das könnte Sinn machen, dass es da was gibt. Aber nein. Ba, 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 ba. So, wo waren wir da nicht vorhin? Hier wäre zum Beispiel ein Schnellreisepunkt. Warum hätte sie nicht die Vivan ranwinken können, dass wir ein Taxi ranwinken können? Das wäre doch auch lustig gewesen. Oh, das ist ein Loch. Kommen wir da durch? Wo bist du? Hier ist schon richtig. Hi. This is the giant lady's finger. Okra boy. Okay. He's kind of like the town mascot. Warum? Warum ist er das Maskottchen, wenn hier kein Okra angebaut wird? Die Frage stellen Sie sicherlich gleich selber. Okra boy. You're right. No matter how you look at him, he really is a giant lady's finger. But Patty, there's no okra farm in this town, is there? That's right. Then why did they choose okra for the town mascot? Good question. Aber was ist die Antwort? Here for as long as I can remember. Ooh. Daddy said he remembers Okra Boy being around when he was a kid, too. The plot thickens. Nein. Zach, doesn't it look like he's pointing at something? Ja, auf das Ding, was ich drücken soll, damit der Dialog weitergeht. Let's follow that white glove. Follow the white glove it.
Da hinein. Patty, that's it. Kommen wir da sonst gar nicht rein? Das ist ja ein ganz neuer Bereich, wo sonst nicht hinkommen täten. Brauchen wir auch einen Schlüssel? Ist ja fast wie das Pult in Silent Hill 1. Da gibt es ja, glaube ich, auch eine Hubbrücke, oder? Die beiden Stadtteile von Silent Hill verbindet. Ah, da war ganz dunkel. Also ich habe genau einmal Silent Hill gespielt. Ja, wieso used to? Looks like its insides have been replaced with something else. Oh, yeah. I remember Daddy telling me about this. This drawbridge hasn't been used for decades now. Und was? Dabei ist sie doch so interessant. So the control room doesn't work, and the power's been disconnected. Im SH Reimagining gab es einen sehr ähnlich aussehenden Raum. Meinst du Shattered Memories oder welchen Teil meinst du? Kann sein, dass es Shattered Memories war, aber gab es im ersten Teil auch einen? Ist wahrscheinlich. Und jetzt? A password that requires 3 letters? Looks that way. What's this then? There's an H on the top, bottom, and left sides of the leftmost panel. Patty, trial and error won't get us anywhere. There are 26 letters in the alphabet, which makes for 17,576 different combinations if we use 3 of them. Ich würde sagen, der Stream dauert heute ein bisschen länger, ne? Let's try something more efficient. Ja. I know that. I was just fiddling with it. So, what do you want to try, Agent York? Just leave this to Zach and I. Hat man das vorher schon gesehen, dass sie einen Umhang mit einem Libellensymbol hat? Nicht einen Umhang, dass sie einen Anhänger mit einem Libellensymbol hat? Ist das schon mal angesprochen worden? Mystery. Zach, this password may look complicated at first glance, but you needn't worry. This is a chemical formula. A challenge from Professor R. The H that's tattooed all over the leftmost panel stands for hydrogen. In other words, the leftmost panel represents the molecule you get when 3 hydrogen atoms merge. All we need to do is figure out which chemicals go in the remaining panel. Try reviewing what we know. We spoke to the 17 comrades who saw the birth of New Orleans, filled the Holy Allah, then found the giant lady's finger pointing toward the entrance to the Forbidden. After we met the 17 comrades, we encountered that ominous red tree. There was sap dripping out from the red tree's trunk, wasn't there? That must have been a metaphor for wood vinegar. Then, in order to fill the Holy Allah, we went to the reservoir. The water tower represents a distillator, and the water represents coolant. Wood vinegar, distillator, and water, Zach. Figured it out yet? The chemical formula is CH3OH, methanol. It's got to be COH. Starting from the left in that order. Methanol is highly flammable and used as the base ingredient in formaldehyde. What? This has Professor R's name written all over it. That oracle really sent us on a roundabout mission this time. It almost feels like we're playing a video game here. Jetzt COH, ne? Was? Zach, start at the left window. Then put Ja. O and H. The answer is methanol. Hä? Zach, start at the left window. Then put in C, O, and H. The answer is methanol. Ich arbeite dran. Zach, start at the left window. Then put in C, O, and H. The answer is methanol.
Wie soll man denn... Also das finde ich halt tatsächlich ein bisschen albern, dass es halt gar keine Chance gibt, da selber drauf zu kommen. Also so... Ich fand das halt Entschuldigung, bei diesen Kartenrätseln fand ich das witzig, aber das... Ich finde es ein bisschen strange. Bin ich gerade nicht offen für den Joke, oder? Also tatsächlich bei den Hinweisen vom Ungarn fand ich es nicht schlimm, weil die waren ja so mega far-fetched, aber das jetzt? You can't touch that. Geht. Ah, sie. Smarty pants scientists said no. Avery Smith. Der Yeti. Jetzt sein das Spiel einfach ja. Drawbridge don't work no more. The machine's junk. Yup. Ist das ein Dosimeter, was er hat? Für Radioaktivität? You're right, Avery, but don't worry. I got permission to touch it. Permission? Mhm. Agent York, you got permission? Yes. That's right. Permission from the President of the United States. The president? Oh, he's a smarty pants. Kommt auf den Präsidenten an. Okay. I didn't see nothing. Ja. Yup. Won't tell no one neither. Rar, rar, rar. Hey, Agent York, are you really going in there? Wenn da böse Hundis sind, kann ich die buchsen. Und wenn da böse Krokodile sind, kann ich die auch buchsen. Yes, I have to. For the sake of the investigation. I'm getting kinda scared. That's a rare word to hear coming from your mouth, Patty. I don't see much in there aside from some overgrown weeds, do you? No, that's not it. I'm not scared of the weeds. I'm scared of what you'll find, Agent York. Okay. You don't need to worry, Patty. You're my precious assistant, remember? Ich frage mich echt, was mit ihr am Ende passiert. Ich meine, sie muss es wohl überleben, aber halt, da passiert doch irgendeine Kacke noch. I promise I'll protect you, no matter what happens. So, können wir hier noch irgendwas mitnehmen? Munition, Heiltränke. Ah, wir können hier noch einen Ballon freischalten. Von Wibbern. Und kriegen $10 für die Aktivierung. So, lass uns mal ganz kurz nach unserem Zeugstand gucken. Andere Taste? Nein, die Taste. Haben wir noch genug? Haben wir noch genug? Haben wir noch genug? Ja gut, dann nehmen wir mal kurz einen Heiltrank. Und Futter einschluckern. Knups, knups. Habe ich die Zigarette ausgewählt? Ich wollte was... Warum hat er jetzt eine Zigarette? War hier noch eine Zigarette? Okay. Ich hinterfrag's nicht. Ich habe mich wahrscheinlich einfach verklickert. So, und dann kann es auch losgehen. So, wer ist hier? Patty, the truth is, when I first saw Okra Boy, I remembered something horrific. The most evil monster I've ever seen, in fact. A monster? Oh yes, a demon incarnate who plunged New York City into mortal fear. Stay Puft? The Stay Puft Marshmallow Man. Ja, ich wusste, dass das kommt. Marshmallow? Ghostbusters, 1984, directed by Ivan Reitman. Ja. Now that's a film that was filled to the brim with bona fide horror. Ja, schon. True masterpiece that boasted an honest depiction of just how frightening a real ghost would be. Du weißt, dass es Comedy ist? Even if you watched it now, I'm sure it would still chill you to the bone. Nein, er ist eigentlich nur ziemlich
macho-mäßig. First night I watched it, I was too afraid to go to the bathroom alone, so I made Zach come with me. Der hat auch keine Wahl. The door. Ja, weil wir können auch nicht da so hier so durch die Ecke oder auf 100 andere Seiten hier raus, aber egal. Und da die Brücke hoch an dem Seil. Am Tag gibt's Feinde? So, what other movies have you seen on that sci-fi movie channel? What? That question again? What did I tell you? In this country, all dialogues. Okay, I'll answer it. I need to think of a movie that Schwarzenegger wasn't in. Darüber sprecht ihr? Die Welt hat sich gerade gedreht. Travel around the world in 80 days. I think it was a remake of an older one. They went to a bunch of different countries, and there was tons of CG, so it was fun to watch. It starred some kung fu guy and a British man. Sorry, but they didn't ask your beloved Arnold S. to be in this one. Around the World in 80 Days, Ah, 2004. Directed by Frank Karachi, starring Jackie Chan and Steve Coogan. Unfortunately, Patty, it appears that you didn't watch this film closely enough. I did too. Then you must have been far too distracted. was? He's in it, Patty. In it? Who? Wait, no, it can't be. That's right. Arnold S. is in that movie. You're Echt? lying. There's no way. I mean, he was already governor of California by the time that movie came out. You're exactly right. In October of 2000, Das ist ja interessant. he became the new governor of California, but he was still able to appear in the film since it was in a small enough capacity not to interfere with his governing duties. You Ah. can find him in the Istanbul segment. What? Interessant. Sort of remember the Istanbul part, but the prince? The prince with the crazy hairdo? That's right. He played Prince Happy, a romantic with long hair, skilled at telling stories and playing the guitar. He was so Das ist ein sehr interessantes Gespräch, aber him at first glance. Flawless irgendwie makeup, nicht Ort, nicht der hairstyling, costume Zeit. design, and impeccable acting. I was speechless. I believe that entering the political world only allowed him to further widen his acting repertoire. His acting was always so realistic and full of presence. But then, he went and added elaborate technique on top of it. Perfection. Patty, I'm now convinced that you've been seduced by his charm without even realizing it. That's why you've been unconsciously seeking out films that he appears in. You don't need to feel embarrassed. It's a perfectly natural phenomenon. Yeah. Let's just get back to the investigation. Come on, please. You're Und das sonst auch gar nichts There's interessiert. no time for idle chatter. Ja, We have eben. two important goals now. Solving this case and finding your daddy. Let's get back to work. Und aus der Albtraumwelt entfliehen. We need you to focus as well. Ich finde das ganz cool, dass sie diesen Talk machen, während sie in der Albtraumwelt sind. Und dass auch Patty nichts sagt. Ist sie nicht das erste Mal mit in der Albtraumwelt? Snip, snap. Curse. Void. Void. Warum hast du die Stimme von Patty?
Wo muss ich überhaupt hin? Und wo ist Patty? Das ist eine gute Frage. Weil vorhin war sie noch da. So, Anti-Elektrifizierer brauchen wir. Schlafsack, Fusselroller, da. Da ist sie, hinter uns. Ah, das ist doch auch ihre Synchronstimme, oder? So, wo müssen wir überhaupt hin? Dim. So. Sind wir mal zielorientiert. Wahrscheinlich müssen wir hier in dieses Haus rein. Müssen wir alle Feinde killen? Da müssen wir... Irgendwie kommt mir der Kampf hier ein bisschen jankier vor. Are you in pain? What? Okay, also ich scheine nicht unendlich zu respawnen. Das ist schon mal gut. Aber wir haben noch nicht alle besiegt, oder? Nein. Da müssen wir was anderes machen. Nein. Uns fehlen noch welche in der Sammlung. Wo sind die restlichen? Moment, wir haben noch eine Karte. Da werden wir sie auch benutzen. Da ist nämlich noch was rot. Und da gehen wir jetzt hin. Aha. So, ich könnte. Wusch. Sehr schön. It really seemed like you knew who Galena Clarkson was. Well, I've never... Aha, so kann ich die Gespräche unterbrechen. Ich will eigentlich nur den Loot aufsammeln. Mich interessiert das gar nicht so. So. Gummischrot. Ist natürlich sehr praktisch, dass die Feinde auch hier Munition hinterlassen. Sonst könnte man out of money gehen. Glasperlen und Seile. Ich glaube, Glasperlen brauchte ich fürs Upgrade. Irgendwas ist hier noch. Was haben wir übersehen? Da. Nicht? Doch, Verbandset. Schön. Und rein damit. Dun, 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 dun.
Ich finde das sehr seltsam, dass sie gar nicht drauf eingehen, dass sie jetzt in dieser anderen Umgebung sind. Zach, I think we found a laboratory. Und das Labor ist abgesichert, indem man durch die andere Welt muss. Na gut, wenn du das sagst, wird das stimmen. Ja, andersrum die Tasten. Und jetzt, so Moment, B zum Entnehmen. So 100 Schuss, mittleres Verbandsset und dafür gehen mal die kleinen Verbandssets durch. Habe ich noch Entbritzler. Und so. Sieht doch erstmal ganz gut aus. So. Einmal Zwischenspeicher. Es wäre doch zusätzliche Entwicklungsarbeit auf die Änderung der Umgebung einzugehen. Ja, mir kommt auch ein bisschen vor, als wäre es jetzt Filler gewesen, ne? Man wollte, hat so mal durchgespielt und sich gedacht, ja, oh, jetzt schon wieder eine Adventure-Passage, da fehlt ein bisschen Action so langsam und danach, komm, machen wir einen Weltenwechsel. Digga. Wie, das war's? A research log. No, it looks more like a journal. Look, Zach. This belonged to Lena Doman. Ich hinterlasse diese Aufzeichnung. A professor to the Danke. very end. Es war anscheinend eine Brauanleitung. Detailed notes. Können wir sicherlich später nochmal lesen. She studied abroad during school, most likely in order to get as far away from her father's prejudice as possible. Abroad, she studied chemistry and fire dynamics, then cultivated the groundwork for Sang Rouge. What's written in this journal is to be believed. Sang Rouge is a naturally derived substance. That must mean it's something akin to ayahuasca, the hallucinogen found in the Amazon region. But Sang Rouge wasn't actually produced here. It appears that a special environment is necessary to summon the Red Demon. Eine übernatürliche Droge. Interessant, interessant. Zach, look at this. It says that when Lena was still known as Lenny, she once fell in love with a woman. She fell in love with her older sister. That matches up with what PJ mentioned just before he died. And apparently, they had a daughter. Clarkson's family tree is far more complicated than I Wer mag das nur sein? You can say that again. And here it says that the Clarksons' older daughter later fell in love with someone in town and got married. Then she must still be somewhere in this town. Hey, Patty, did you know about all this? I don't know. Soll das jetzt andeuten, dass sie es weiß, dass wir es wissen, aber nicht wissen, jeweils andersrum, wie es ist? Da kann ich jetzt gerade nicht folgen. Also York weiß doch schon, wer sie ist, oder? Da sonst wäre er echt dumm. This entry is from right after she became Lena. Zach, what could this mean? A salesman passing through town gave me an epiphany that changed my life. She didn't create Sang Rouge until after she met this person.
And from that point onward, she started fanatically worshipping someone. She also ceases to mention anything more about her older sister, and the word goddess of fertility starts appearing everywhere. Dezente Spoiler für den ersten Teil. Der Hund wäre schon genug Spoiler gewesen. The final entry, written just before she headed to the Clarksons' house. No one can stop my plan, not even me. My only worry now is P. I only pray the fool king can stop him. Zach, it looks like we've uncovered yet another new character. Who's the fool king? This is starting to read like a badly written tragedy. Diese rare Pflanz. And P. It appears that Lena's worried about whether or not the Fool King will be able to stop our investigation and successfully murder this P character. P. Philip? Or Professor? Patricia? No, Forrest? it can't be. Oh. Whew. No, don't kill him! Björk? Was für eine sparsame Entführung. Hi there, Hundan. Long time no see. Ananas? This is definitely your simplest oracle by far. Patty. Now it all makes sense. Zach, we need to hurry back to the hotel and put all this in order. Patty ist entführt. Wir müssen jetzt erstmal eine Nacht drüber schlafen, was wir tun. What? Dir ist aber aufgefallen, dass Patty weg ist, oder? So, können wir was mitnehmen? Seit wann zeigen solche Geräte eigentlich Bilder, wenn nichts angeschlossen ist? Nur mal so ein kleiner Gedanke. So, wir haben Zeug. Dann speichern wir nochmal. So, noch irgendwas, was wir mitnehmen können? Haben wir jetzt eigentlich durchs Niederschlagen Herz verloren oder während wir gekämpft haben gerade? Wahrscheinlich, als wir gerade gekämpft haben. So, jetzt müssen wir nochmal durchs Kampfgebiet, nehme ich stark an. Da hätte ich nochmal einen Health Pack nehmen können. Ach, jetzt sieht alles ganz normal aus. Gerade nebenher Kaffee gemacht. Ne, alles gut. Haben die das ein bisschen verwechselt? Nee. Ich meine, es hätte ja auch Sinn gemacht, wenn wir jetzt rauskommen und wir wären in der anderen Welt gewesen, oder? Ist Flusskrebsschwanz, was wir für den Dings brauchen? Besorgen Sie Garnele. Nee, Garnele brauchen wir nicht, Flusskrebs. Okay.
Also ich muss sagen, das war jetzt richtig, richtig preiswert inszeniert. Aber mal so richtig. So, irgendwas, was wir noch einsammeln können. Okay. Das war knapp. War das jetzt extra oder war das Zufall? Ich gucke zumindest mal nach, ob irgendwas Besonderes an dem Auto ist. Aber wahrscheinlich ist es jetzt schon despawned. If this town has a symbol, it's got to be that bridge hanging over the... Oh, nicht schon wieder Hochbrücken. Nein. Remember what happened there? That man went to such great lengths to collect... Nein, 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 möchte ich nicht hören. So, wir müssen... Hier waren wir schon. Eventuell ist dann an der anderen Hochbrücke. Aber hier an der Brücke soll doch der Flusskrebsschwanz sein. Ich gehe jetzt... nicht Flusskrebs. Garnele. Was sollte die Garnele sein? Lass uns noch mal ganz kurz checken, ob wir nicht die Garnele mitnehmen können. Waren wir in die falsche Richtung? Doth thou seek me? Verily. So. Alligator, Hechtschuppe. Ah. Möchte aber was upgraden. Mehr Waffenkonfiguration. Bessere Puppe. Noch ein Talisman. Das nehmen wir mal mit, ne? Wie viele Talismane haben wir überhaupt? Waffenkonfiguration haben wir auf jeden Fall. Können wir die dann nur wählen oder wirken die gleichzeitig? Ich habe ein bisschen Angst, so viel Zeug auszugeben. Weil im Endeffekt werden wir wahrscheinlich eh alles haben. Wir nehmen mal eine Waffenkonfiguration, weil da weiß ich auf jeden Fall, dass wir sowas haben. Aha. Panzerkette, heiße Kette, giftige Kette. Wir haben jetzt eine heftige Kette, ne? Ja. I can see thou. So, und von denen können wir jetzt 2 platzieren. Mhm. Mhm. Habe ich es jetzt wieder abgebrochen? So, Moment. Entfernen, platzieren. Irgendwann raff ich das hier nochmal. Es ist nicht gerade intuitiv, muss ich ja sagen. Wir laden uns den Wolf, wir laden uns den Wolf. Viva, viva Wolf. So. Da
Zurück. Nein, ich möchte nichts wissen über irgendeine Hubbrücke. Die ist mir vollkommen egal. Ach, ich fahre in die falsche Richtung. Entschuldigung. Ich wollte doch zur Hubbrücke. So. Hier soll nämlich irgendwo dieser Flusskrebs sein. Steht nämlich nicht hier, sondern hier. Besorgen Sie die geforderte Zutat in Hubbrücke. Was wird das? Garnele. Hier muss also eine Garnele sein. Ist das da die Garnele? Das checken wir mal ab. So, hier ist eine Garnele, hier ist ein X auf jeden Fall. Da. Da ist sie doch, die Garnele. Moment. Ist ja ein Alligator. Na, der macht nichts. So, jetzt können wir nämlich den Schnellreisepunkt nehmen. Dann haben wir ein bisschen Zeit gespart. Warum ist der noch rot? Da müssen wir doch gar nicht mehr hin. Yes. Zeit hat gar nicht ausgereicht, um was zu trinken. Hallo, Sie. Today the town feels kind of weird. Ja. Mein Spezialcocktail für heute hast du schon getrunken. Wenn du alle Aspekte meiner Individualität kennenlernen willst, dann musst du auch noch die Bring-Cocktails probieren. Stimmt doch. Yeah. Ja. Das ist korrekt. Aber darum geht es heute nicht. Das Saxophon in seiner Hand. Ja, das ist echt Triple A Plus. Wenn nicht sogar Quadruple A Animation. Why, hello, Mr. Morgan. So, kommen Sie mit den Ermittlungen voran. Ah ja, hier können wir Mist kaufen. Very good, please. Dann kaufen wir auch was Feines. Was wir brauchen, ist, glaube ich, was von den Extrasachen. Genau. Davon. 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 Ja, vielleicht auch. Ja, auch. Nee. So. Moment, habe ich den Rest jetzt nicht gekauft? Na gut. Serving you is my... Please.
So, was sagt eigentlich die Front? Was sagt eigentlich die Front mit dem Anzug? Das war doch ein Minigame. Ist gerade was runtergeploppt? 7 Stunden noch. Na gut. Dann gehen wir mal kurz duschen. Wir behalten natürlich unseren stylischen Beard-Look. Wir haben doch noch unseren stylischen Beard-Look, oder? Wo ist denn eigentlich unser stylischer Beard hin? Hatten wir nicht einen Bart zwischendurch? Habe ich den irgendwann abrasiert? Oder ist der einfach verloren gegangen? We found many new truths hidden in Lena Doman's journal, and some of them went far beyond our wildest dreams. First, we should clear up who PJ's first daughter is. She was a complete mystery until now. But after reading Lena's journal, I became convinced of something. She still lives somewhere in this town. Lena's journal stated that this woman married someone from the same town. Wer könnte das nur sein? Did you figure it out yet, Zach? Who is PJ Clarkson's first daughter? Ist es gar Candy Woods? Yes, Melvin's beloved wife and the most beautiful woman in town, Candy. She's PJ Clarkson's first daughter. Wow, Autoshave mit neuem Kapitel. Das könnte natürlich sein. Which means that just like Galena, Candy also carries his blood. Now we know why Melvin said that Galena was a beauty who could attract a lot of attention. Candy had no interest in the inheritance and was also sexually liberated. That must be why PJ ended up coddling Lena so much. Okay. Candy is supposedly sick, but she's now become a key person in our case. Ich bin ja sehr, sehr gespannt, was ihre Krankheit ist. She must be Ob das why irgendwie Melvin's charakterisiert wird. Melvin's beloved wife Candy committed a transgression in her past. Zach, what was it? Sie hat den Inzest mit ihrem Bruder. That's right. Candy had intercourse with Lena. Then she gave birth to a child. A child that we know very well. Der Hund? I never heard any mention of her biological father anywhere in town, despite how much these country folk love to spread rumors. I knew there had to be some secret connected to her birth. It's beyond anything I ever could have imagined, Zach. Ich finde, das hat sich relativ schnell abgezeichnet. Next up is the Fool King, Zach. All you need to do is pick out the person who acted most like a fool when we encountered them. Honestly, the answer is clear. And it's a painful one to accept. Isn't it, Zach? Melvin. He's got to be the Fool King. Yes. The way he's acted from the moment he located Lisa's body up to now. The way Galena was murdered, silenced, without any resistance. His discord with the Clarksons. The words PJ left behind. And the engineer boot prints we saw. It feels like the missing puzzle pieces are all falling into place now. Also am Anfang hätte ich es nicht gedacht, aber ich habe die Möglichkeit, besonders wir haben die Möglichkeit ja schon beim letzten Stream mal eingeräumt, dass es er sein könnte. Und naja, gut, spätestens der Handabdruck auf dem Screenshot hat es bezeichnet. But why did he decide to take part in Lena's plan? According to Patricia, he seemed to be avoiding Lena. There's no way he actually could have believed that the goddess of fertility would come and save the town. Oh, so that's it, Melvin. As you nursed Candy, you too became corrupted by Sang Rouge. Drugs rob people of their judgment. They slowly but surely eat away at their users. Oh, sie werden hollow, wie bei Dark Souls. That's most likely the reason it took Lena so long to enact her plan. I don't know what to say, Zach. This is absolutely unbearable. Lena fell in love with her older sister Candy, and the two of them had intercourse. But afterwards, Lena realized that there was a disparity between her body and her mind, and descended into suffering. Finally, Lena left. Descended into suffering. Oh, man. Professor R. Meanwhile, Candy fell in love with Melvin
which led to her leaving home as well. I could only guess that Lena and Candy's relationship continued after they left home. Then, their strange love transformed into something else that bound them together in a powerful new way. Lena must have periodically delivered Sang Rouge to Candy. Gut, es kann ja trotzdem sein, dass die beiden sich noch ganz, ganz doll lieb hatten. Auch abseits der Drogen. Offerings to the goddess of fertility. It's hard to keep going with this, Zach. You know where it's all leading, don't you? If Lena's plan was to kill off every last Clarkson aside from her goddess, then her next target is PJ's last living descendant. Jetzt aber der Hund. She's in danger. We need to hurry. Und deswegen sind wir auch erstmal hier ins Hotel gefahren, was ganz wichtig ist. Das war jetzt tatsächlich meine Antwort an Zack, ne? Ja. Zach, the climax is upon us. Whoever hit me in that control room sure wasn't holding back. The blow was so devastating that I passed out instantly. There aren't many people who could do that. Oh, they hit me right in my head, so my memories are fuzzy. Not my finest hour, to say the least. Now, what should we do next? First, we're going to need to refresh ourselves a little. Sunbathing, Zach. Let's go bask in some liquid sunshine that's just as hot as the sun out there. What? Hä? Flüssiger Sonnenschein. Was? Ich komme gerade nicht mit. Also ja, Kaffee trinken geht immer. Aber, was? Und ein paar Stündchen schlafen. Weil es ist ganz wichtig, dass wir keine Zeit verstreichen lassen. Sorry, das musste ich dem Spiel jetzt antun. Das musste ich dem Spiel jetzt einfach antun. So, dann holen wir uns einen leichten Snack. So. Den Bart lassen wir wachsen, weil ich den gut finde. Und ich das Auto-Shave-Feature nicht gut finde. Die Diskrepanz zum dringend waren war schon war tatsächlich schon mit der Rückkehr zum Ananas-Hotel schwierig. Now that's what I'm talking about. You can't get fined, so make sure. Thanks, mister. Next time you get a... Vor allem zählt das jetzt? Wo soll ich sonst... You still here, Mr. FB? After what happened at the clock? Wo soll ich denn jetzt noch Kaffee trinken? Im Alexis? Not quite. Our work is... Oh, yeah? May I trouble you for as hot as this blistering midsummer sun? Anscheinend bei ihm. Ich wollte ihm eigentlich nur das Zeug geben. Huh? Are you out of your mind, mister? I'm dead serious. I will have you know this is a high-class establishment. Was man an den Würstchen sieht. Chef here. I'd never serve such a low-class beverage. Was? Und wo kriegen wir dann unseren Hinweis im Kaffee? All folks can drink here is a melody of rich, robust leaves. Tea, and tea alone. Haben wir hier nicht schon
Oder war das im Alexios, wo wir Kaffee If getrunken you're haben? fixing to drink that muddy water, you'll have to go on over to my little sister's restaurant. Or would you like to switch over to tea? Thank you for your offer. Trink lieber aus dem Klo. I said I want that hot. Well, then you free to, but you ain't. Zach, I see. Oh well, it'll cost us a. So, aber You still have to. Our work isn't. Oh yeah? May I? Huh? ich wollte dir doch das Zeug geben. Trink ich lieber aus dem Klo. Thank you. That. But Zach. Oh well. Gut, dann laufe ich jetzt zu Alexios. Eieieiei. Aber wenn ich auch jetzt die Zutaten hier abgeben könnte. Also dafür, dass es hier dringend ist, wird echt viel Zeit verschwendet. Ja, wie war das? Spielzeit und gespielte Zeit? Das kann etwas Diskrepanz geben. Something, ludonarrative Dissonanz. Bam, 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 badam. So, zum Alexios laufen wir aber, oder? Ist das Alexios? Nee, das in der anderen Richtung. Ach stimmt, das ist ja die Bowlingbahn. Wusch. Ach, never change game, never change. Ach. Ich hoffe, das hat jetzt irgendjemand gesehen. Ich hätte echt damit gerechnet, dass wir aus dem Level fallen, aber wir haben nochmal Glück gehabt. Ach, schön. Zach, let's come back during. Wann hatten wir es offen? Das Alexios hat offen ab 8 Uhr. Gibt es doch irgendwas Sinnvolles, was wir zwischendurch machen können? Könnten mal bei Emma vorbeigucken, oder? Aber die macht auch erst ab 8 Uhr auf. Das habe ich natürlich nicht mir bedacht. Habe ich noch eine Zigarette? Auch nicht, oder? Was denn so lange? Nichts Sinnvolles, oder? Ich fahre zum Kasser Pineapple und kaufe noch ein paar Zigaretten. Zach, first we need to refresh ourselves. Caffeine. Ja. Ja, ist ja gut. Ich hau gleich noch ein paar kaputt. Damit es das auch lohnt. Wahnsinnige Augen mach. Nein, mache ich nicht. Ich bin ja ein guter Mensch. Ich spiele ja York und nicht Zack. Zack würde das machen. Very pleased. Very pleased. Serving you is my greatest please. Die Sache ist nicht. Ach so, das Problem ist nicht, dass wir keine haben. Das Problem ist, dass wir die nicht dabei haben. Oh, jetzt hätte ich den beinahe aus Versehen geboxt. Das wäre nicht gut gewesen. Muss ich noch 1-2 Stündchen schlafen. Ich muss noch ein bisschen schlafen, weil es gibt sonst keinen Kaffee.
Ich habe jetzt auch nicht probiert, irgendwie den Kaffee aus dem Inventar zu nehmen. Der zählt sicher nicht. Das würde mich echt überraschen, wenn so ein blöder Kaffee zählt. Automatenkaffee, nein. Dun, 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 dun. Erwähnt er irgendwann schon mal vorher, dass Kaffee wie Sonnenschein in flüssiger Form ist? Bei mir kommt das tatsächlich so seltsam vor, weil Kaffee ja schwarz ist. Zach, first we need to refresh ourselves. Caffeine. That's what we need. Preferably through hot, intoxicatingly aromatic coffee brewed from freshly ground beans. And there's only one place we can get that. Meine Hosentasche. Nein, Alexios. Alexios? Ja. Dann. Oh, my lord. You sure look pooped, honey. Hello, Alexis. Yes, someone did quite the number on me. No. Must have given you one heck of a shiner. Well, let me get you some coffee so you can relax, honey. Yes, that's it, Alexis. Just what Kaffee, damit man sich entspannen kann. possible to get in an especially pungent cup, smoldering with all the heat of the southern sun. Coming right up. Okay. Manche Sachen einfach akzeptieren. Ist ja so richtig schön heiß und schwarz, der schwarze Kaffee. Ist jetzt im Kaffee? Nicht ganz. Der ist im Kaffee. Zach, look. Hat der Bob mich reingetan? Hattie. The scam you like is coming back in style. No, Melvin. No! Schon wieder sein Kaffee verschüttet. Oh, my lord, what are you trying to do? Wake the dead? What's wrong, honey? Was haben wir da? Where is this boathouse located? Oh, my lord, what's going on with you? Your poor voice is positively trembling. Just tell me. Where is this boathouse located? There's lots of boathouses around these parts, honey. Your guess is as good as mine. Well, then, can you at least tell me when this photo was taken? Looks to me like it was taken during the Clarkson Campbell wedding party when PJ married his ex-wife Audrey. There was a building this tall in town back then? Oh, you know what? That must be the cold storage warehouse. Ja. That big billboard on the roof is the Clarksons. See? I bet you'd be able to get a great view of all the boathouses in the swamp from up there. Okay. Thank you. That's all the info I need. Would you mind if I borrowed this? Shoot, of course not, honey. Thanks for your help. And keep the change. Oh, my lord. Ein ganzer Zehner. No kiss. Was sagte mir jetzt diese Szene mit den beiden? Warum steht ihr zusammen? The pot thickens, genau. The pot chickens. Ich habe tatsächlich schon wieder Endgame-Vibes. Ich habe gar keine Orientierung, ob ich jetzt weit im Spiel bin oder ob das jetzt wieder irgendwie fake ist, weil wir sind doch... Gibt es nur 3 Kapitel? Vor allem, wir sind ja schon bei Mission 60, aber wie viele Missionen gibt es? 100? Oh.
So, hier unten irgendwo. Genau. Thompsons Farm. Was hier? Da war's. So, Moment. Jetzt ist 8 Uhr. Wir gehen noch einmal bei Emmas Skate Workshop vorbei, um zu gucken, ob wir irgendwelche geilen Tricks kriegen können. Wo ist der Skate Workshop? Ich muss ihn mal auswendig lernen. Da ist er. Do you think Patty's okay? She acts strong, but it seemed like she was deeply distraught. Where did Melvin disappear to? The same goes for her mother, Candy. We never even got a chance to Hallo Alex. get swallowed up into the Clarksons' vortex as well. We need Ich to wünsche dir einen wundervollen Abend. Ich hoffe, du hast gut gespeist. danger. Can't stop moving until we find the source to all this chaos. If this town has a symbol, it's got to be that bridge hanging over the bayou. Ich dachte, es ist Mr. Cucumber oder keine Ahnung. Remember what happened there? That man went to such great lengths to collect his victim's tongue. Hey, lecker China-Buffet. Na? You're still here, Agent York? Oh, Emma, Großmeisterin. Ich habe die hohe Kunst des 360 Powerslide gemeistert. Tag und Nacht widmete ich mich der Übung mit größter Hingabe und Unterlass. Schon klar, nächster Trick. Ja. So, ich dachte, es gibt eine Abschlussprüfung oder sowas. Nee, wozu denn? Ich sehe ja an deinen abgewetzten Rollen, dass du die Wahrheit sagst. Oder willst du unbedingt eine Prüfung? Nein, 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 nein. Oh, geil. Was ich will, ist so schnell wie möglich ein neues Ventil für meine überbordende Leidenschaft zu finden. Das ist ein cooler Spruch. Bitte bring mir den nächsten Trick bei. So, zweite Strecke. Drücken Sie während der Fahrt LB, um einen Olli durchzuführen. Ach, ich muss erst die Strecke aktivieren, ne? Spielen. Ich habe doch ein Olli durchgeführt, oder? Ich hatte wahrscheinlich nicht genug Schwung. Ich muss darüber, oder? Das ist alles sehr armselig, was ich hier tue. Oh, Menno. Die Karte sagt, ich muss da jetzt rüber, ne? So, oder war das falsch? Sag mir bitte nicht, dass das falsch war. Nee, das war richtig. Oh, das war aber in der falschen Richtung gespielt. Ist doch total gut, dass ich hier mein Getränk vor der Karte habe. Aber jetzt sind wir on the clock.
So, vorsichtig. Ah ja, da kommen wir wahrscheinlich nur mit dem Olli rüber. Verstehe, verstehe. Ich hab doch... Mann. So, ich habe 2 Minuten. Das wird doch wohl noch zu schaffen sein, oder? Was? Muss ich anrollen und dann noch... Muss ich dann noch den Dings machen? Oh fuck, ich hasse das. Ah. So. Warum geht das nicht? Muss ich doch hier lang? Ah, okay, doch, ich muss hier lang. Macht's doch bitte nicht schwieriger, als es sein muss. So. Ach Mann, oh, das kann doch nicht sein, dass ich da jetzt dran scheitere. Sagt linker Button, ne? Nicht linker Träger. Manu! Das schaffe ich nicht mehr. Das schaffe ich nicht mehr. Das ist schön, dass ich jetzt 3 Minuten verschwendet habe, um am letzten zu scheitern. Tatsächlich weiß ich auch nicht, wie lang man nach dem Anlauf nehmen gesperrt ist, um einen Olli zu machen. Okay. So. Also, das geben wir auf. Willst du mich verarschen? So. Wie janky das eigentlich alles ist. So.
Jetzt sollte ich doch relativ easy an das Ding kommen, oder? Was? Nicht echt jetzt, ne? Boah. Toll. Jetzt muss ich das echt ab, weil mein Skateboard kaputt ist. Überleg schon länger eine PS4 zu holen wegen der Spiele oder die PS5 mit Laufwerk abwärtskompatibel. Die Antwort hast du ja schon gekriegt, deswegen will ich ja unbedingt eine PS5 mit Laufwerk haben, weil Abwärtskompatibilität. Dann kann ich den ganzen Schiss hier abräumen und weiter mit der PS5 spielen. That's my thinking Prozess. Oh, you're still... Okay, let me take... Mal drüber wachsen ist gut. Looking good. Oh, remember, in order... See you later. Oh, if you ever got any escape... Oh, you're still... So, okay, jetzt muss ich erstmal den Trick machen. Runter bis PS3 nicht mehr. Nee, leider nicht. Das war, wo wir hin müssen, ne? Leider nur eine Generation. Also ich habe schon tatsächlich es gibt PS3-Emulatoren inzwischen, aber die sind tatsächlich auch technisch seltsam. Ich habe mal angefangen, Silent Hill Downpour auf einem Emulator zu spielen. Und das Problem ist, der muss halt jedes Mal die Shader, glaube ich, erstmal kompilieren, wenn du spielst. Also sprich, du hast halt, während du spielst, fehlen die Grafikeffekte und irgendwie sowas und dann halt erst, wenn du dann wieder langläufst, sind die Grafikeffekte auf einmal da. Das sah sehr seltsam aus. Deswegen habe ich es auch noch nicht im Stream gespielt. Und es wäre ein Grund, mal die 360 wieder abzustauben. So, probieren wir es mal. Warum habe ich jetzt den Trick jetzt nicht? Moment. Ranking, Belohnung? Moment. Ich will mein Trick lernen. Wie mache ich das jetzt? Ja, aber da war doch der Trick. Jetzt zeigt mir den Olli nicht an. Also ich kann keinen Olli aus dem Stand machen. Wie komme ich denn da jetzt wieder ran? Jetzt bin ich ein bisschen verwirrt. Das muss ich mal ganz kurz googeln. Moment. Zurück zu den Okra Trees. Deadly Premonition 2 How to Redo Skateboard.
Mist the Ollie. So, gucken wir mal. Play the Skating Minigame. Ja, aber das ist doch jetzt und. Nee. Das kann doch jetzt nicht sein. Das kann doch jetzt nicht sein. Wo habe ich denn das letzte Mal gespeichert? Aber das ist doch hier, wo ich die Tricks mache, oder? Oder bin ich am falschen Platz? Es könnte ja sein, dass ich am falschen Platz bin. Aber halt... Wo kann man noch Skateboard-Tricks sonst machen? Wo habe ich das jetzt? Wo habe ich das echt jetzt? Moment, das kann ich aber jetzt nicht so sein lassen. Fuck. Muss ich das jetzt echt neu laden? Okay, ich habe ja nicht viel verpasst. Moment, Konzentration. Konzentration. Äh, 23:37. So, gut. Ich muss Kaffee besorgen. Die Zwischensequenz kann ich skippen. Dann erst Skateboard reparieren. Dann Trick machen. Dann weiter in der Story. So, gut, dass ich jetzt schon weiß, dass ich das mir hier sparen kann. Wir gehen straight zum Alexus. Und weil jetzt ist nämlich ja noch Tag. Ich habe ja in diesem Spielstand nicht geschlafen. Ich wollte ja nur das Spiel ärgern. Ich bin gerade ein bisschen genervt davon. Dun, 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 dun. Dun, 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 dun. So, komm, mein lieber Freund. Das ist eine gute Frage, ob es sich lohnen würde, jetzt noch tatsächlich eine PlayStation 4 zu holen. So, wir machen das mal jetzt zuerst mit unserem Skateboard. I still don't feel refreshed yet, Zach. How about we go and grab a warm cup of Joe? I'm sure it'll lead us to a new revelation. Zach, first we need to refresh ourselves. Caffeine. That's what we need. Preferably through hot, intoxicatingly aromatic coffee brewed from freshly ground. Oh, nice. There's only one place we can get that. Ach, Jon. Nee, ich krieg keine Strafe. Du kriegst eine Strafe, weil du Polizeiarbeit behinderst. So sieht's nämlich aus. Zach, first we need to refresh ourselves. Also ich mach das jetzt extra erstmal, weil dann habe ich nämlich auch keine Hubbrückensprüche mehr. Aromatic coffee. Ja. From freshly ground beans. And there's only one place we can get that. So. Hallo. Hallo, hallo, hallo. Hallo, Emma. You're still here? Erstmal reparieren. Ja. Oh, remember, and see you later. Oh, if you ever got any skateboard... Oh, you're still here, Agent York? Mit Straßenpreis meinst du, also dass man da noch eine kriegt, sicher. Ja.
So, das hatten wir alles. So, dann mal unseren Trick. So. Tatsächlich könnte ich dir auch einfach meine PlayStation 4 dann zuschicken, wenn ich erstmal die andere habe, aber halt. Okay, ich kann den Trick also nicht schon mal vorladen und dann halt einfach ausführen. Okay. Das Timing hier ist alles echt super janky. Ich schaff's das richtig. Das ist so richtig weaponized Jankiness, ne? Weil ich denke immer, ich kann schon mal in die Knie gehen, ne? Also praktisch den linken Button runterdrücken, damit ich in die Knie gehen kann. Und wenn ich loslasse, dann macht er den Trick. Aber nein, das ist ein Block. Willst du mich fucking verarschen? Willst du mich fucking verarschen? Das Spiel macht mich fertig. Das Spiel macht mich fertig. Wir werden es schon meistern. So, der will mir ja hier beibringen, wie nah ich da dran sein muss, ne? Ich glaube schon, dass hier eine Spielspaßaufgabe versteckt ist. Vor allem guck mal, wie kaputt mein Board schon wieder ist. Ja, also ich denke mal, wenn man natürlich die ganzen Rankings haben will, muss man schon ein bisschen besser sein. Aber nur um die Tricks einzusammeln, das scheint zu gehen. Ja gut, also wenn ich tatsächlich die ganzen Preise hier haben will, die ganzen Extras. So schlecht mit diesem Spiel, ne? Immerhin haben wir es geschafft. Danke für den Lolli. Nein, ich will es nicht nochmal spielen. Nein, danke.
Das hast du wirklich gut hingekriegt, danke. So, und jetzt? Ich hatte wirklich das Gefühl, dass das Skateboard mit meinen Füßen verschmilzt. Das hat kein SS6, nee. Aber halt zumindest halt, dass ich dieses sozusagen Vorbereiten, Ausführen habe. Weil das wäre halt um einiges weniger janky, als das halt... Blip, blip. Oh, hat er nicht registriert. War nicht rechtzeitig. Diesen Olli werden sich mir ganz neue Wege erschließen. Vielleicht hilft das ja sogar bei deinem Fall, wer weiß. Okay. Was ist der nächste? Nix da, keine Chance. Es wird nicht verraten. Ist das jetzt X nicht ein Winterspiel? Wissen du, was Mr. Miyagi verlangt? Könnte sagen, andere Länder, andere Sitten, so wie in Karate Kid 2. Electric Boogaloo. Der Karate ist genau wie Mr. Miyagis Heimat auf Okinawa. Wir werden so lange in der Stadt herumfahren, bis unsere Meisterin uns für würdig befindet. Zusek, in Wirklichkeit haben wir doch einen Heidenspaß dabei, oder? Doch, klein bisschen Spaß haben wir. Japanisches Snowboard, genau. Ich kann mich wirklich daran erinnern, dass ich einen SSX-Teil auf der PlayStation 2 gespielt habe, der sehr gut war. Da gab es auch Radio Big. Nebenjob Kraft der Liebe freigeschaltet? Was? Moment. Moment, wo ist denn, wohin die Liebe fällt? Erhöhen Sie die Chancen des Hotelboys? Indem Sie drei... Nee. David? Hat er nicht gerade gesagt, ich habe was freigeschaltet? Snowboard, ja. Achso, ja, nicht japanisch. Achso. Ja. Sag nix. Wahrscheinlich habe ich das auch tatsächlich daher, ne? Mit dem Halten und dann, ja. Ein gewöhnlicher Teller, der ist natürlich auch nicht kaputt gegangen. So, ich brauche Kaffee. Schön heißen, richtig schwarzen, dunklen, heißen, schwarzen Kaffee. Der auch so richtig schön heiß und schwarz ist. So. Da konnte man mit Halten in die Hocke gehen, bis man es braucht. Genau, und ich glaube, damit hat man auch irgendwie Geschwindigkeit aufgebaut oder so, ne? Irgendwie so war das. Da habe ich das her. Alexias. Bing, bing. Bam, bam. So, ich speichere nochmal ab, jetzt wo es geklappt hat. Nein, einmal reicht. So. Zach, it appears to be closed. Let's come back during business hour. Dann kommen wir morgen wieder. Erstmal geht zurück zu Casa Pine. Das ist schon wieder dieses Problem, dass man hier nicht zu Casa Pineapple kommt. Nee. Aber wir haben ja jetzt unsere coolen Tricks. Yeah, yeah, yeah. Hui. Caffeine, Zach. We need caffeine
full of energy, just like that blazing sun. That's what we need to refresh our brains. What do you say? Let's kick back. Ich glaube, bei der PlayStation 5, wir sind noch nicht mal in dem Bereich, wo der Preis mal fällt, wo man überhaupt mal eine kriegt. Ich habe ja erzählt, dass ich bei der letzten GameStop-Aktion auch wieder keine gekriegt habe und das fand ich sehr frustrierend. Okay, der ist so gut wie neu. Schlaf, ich schlaf, ich schneuf, schneuf, ich schneuf, ich schlaf. Da, 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 bip, 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 bip. So, jetzt holen wir uns einen Schneck ab. Und so, was richtig Leckeres. So richtig satt und lecker ist. Thanks. Next time. So, dann holen wir uns einmal den Dialog doch ab. Da trinke ich doch lieber aus dem Klo. Thank you. I said that. Oh. Und dann ins Alexis, was jetzt offen hat. Der Preis wird nicht besser, wenn ich jetzt nochmal 400 für eine Pro ausgebe und dann später 800 für ein Jahr. Ja, das ist korrekt. Und ich glaube, bis dahin hat's auch noch genug zu spielen. Ja, die PlayStation 4 hat eine Menge cooler Spiele, die man nachholen kann, aber die sind auch in einem Jahr oder so noch cool. Registrierung bei Sony übers PSN? Das geht? Oh, das wusste ich gar nicht. Ja gut, das ist jetzt ja nicht das Thema. Also ich besitze ja sowas wie eine Kreditkarte durchaus. Dann werde ich das nach dem Stream mal machen. Als er dran war, wollte er nicht. Was? Wie, er wollte nicht mehr? Oh my lord, you sure look pooped, honey. Hello, Alexis. Yes, someone did quite. So, die Sequenz hatten wir schon. Dann speichern wir hier jetzt auch nochmal. Er wollte seine PlayStation nicht mehr haben. Verrückt. Was für ein verrückter Hund dein Arbeitskollege ist. Was für ein Tausendsasser. Er wollte nicht mehr, weil er schon eine PlayStation hatte, oder was war das Problem? Kühlhausdach. Ich weiß auch nicht, was ich mit der PS5 soll, außer Horizon. Es ist halt die nächste PlayStation, die muss man ja, ich weiß ehrlich gesagt auch nicht so genau. Ich muss schon wieder mein Board reparieren. Ich glaube, es ist in der richtigen Richtung, oder? Ist es in der falschen Richtung?
Ja, ist in der falschen Richtung, aber ich kann nachher Schnellreise nehmen. Aber es gibt zum Beispiel das neue God of War. Ich habe Horizon noch nicht gespielt. Ich will noch Final Fantasy spielen, also 7 Remake. Und ich denke mal, so rein für den History-Faktor will ich ja auch das neue Silent Hill auf der PlayStation spielen. Ich finde es toll, wie leise die PS4 Slim ist. Ja gut, ich habe halt die Pro, ne? Patty's okay. She acts strong, but it seems Die kann ganz schön laut werden. Melvin. Oh, you're still here? Okay, let me take a look at your board. Judgment, genau. Oh, remember, see you later. Oh, if you ever go... Oh, you're still... Das Quarry. Sieht gut aus. Ding ist ganz schön rumgekommen. Oh, ach, es ist tatsächlich, es ist wie viele Kilometer ich gefahren bin. Oh, you're still... Ein paar von denen kann man ja auch auf dem PC spielen, aber da muss man natürlich auch einen entsprechend geilen PC haben. So. Donernde Vulkan, mein Landschiff. Kurz vor dem Ausbruch. Bring mir besser schnell den nächsten Trick bei. Das ist ein bisschen eklig, wenn du hier was ausbrichst. Spoiler wird mich interessieren. Der soll nochmal ein großer, cooler Rumble sein. Danke, nicht noch einen entsprechenden. Ja. Aber es ist dann wieder halt die... Was? Der Impossible? Der Trick hat nur Style? Ach, damit kann ich die Kisten oben kaputt machen, ne? Also tatsächlich, wenn ich nicht wieder mal ein cooles Angebot über die Arbeit kriege, würde ich mir, glaube ich, auch nicht noch mal einen Gaming-PC holen. Moment, wo sind wir denn jetzt überhaupt? Ach, wir sind am Owlsnest. Deswegen konnten wir auch gerade das nicht machen, weil wir am falschen Punkt waren. Okay. Ein linker Träger? Okay. Ja, ich müsste mir halt auch einen neuen Fernseher für die PlayStation zulegen. So sieht's halt einfach mal aus, ne? Schön 4K-Fernseher. Das hat natürlich schon was. Ich bin noch auf 1080p tatsächlich. Yay, Erkältungsmittel. Nein, bitte nicht nochmal spielen. PS5, ja, irgendwann wird eine PS5 Slim kommen, aber naja. Nicht gedacht, dass das so schnell hinbekommt. Diesen Trick nennt man Impossible. Impossible, angemessener Name für einen schweren Trick. Ja, weil man muss ihn mit einer größeren Taste ausführen als den vorher. Der ist viel schwieriger.
Herzlichen Glückwunsch. Willst du eine Urkunde oder sowas? Du hast jetzt alle Tricks gelernt, die dir beim Ermitteln nützlich sein können. Aber das war schön. Aber es gibt noch den geheimen Trick, wo ich L und R gemeinsam drücken muss. Es gibt noch mehr zu lernen. Die Welt des Gates ist doch grenzenlos. Mal abgesehen davon, dass mein Quell der Begabung immer noch sprudelt, zieh dir eine Windel an, Francis York Morgan. Du musst mir noch mehr Tricks beibringen. Puh, ehrlich? Oh, komm, mein Mentor, mein Meister, mein Mr. Miyagi. Das einen kenne ich noch. Aber das ist die verbotene Technik. Dunkle Seite des Bretts, immer raus damit. Soll ich dir das wirklich beibringen? Das muss ich mir noch gründlich überlegen. Komm morgen wieder. Das ist nicht gut, Zack. Emma ist jetzt nicht mehr Mr. Miyagi. Sie ist zum pazifistischen Daniel-san geworden, der einen Kampf unbedingt verhindern will. Oh, ich muss sie in einem Rennen besiegen? Ha? Jetzt nur eins, Zack. Wir müssen zu drastischen Mitteln angreifen. Eine Waffe. Der Übersetzer hatte wirklich Spaß mit den Bordtexten. Aber dann PS5 Slim mit Laufwerk, anders ja keine wirkliche Alternative, ja. Ja, also gut, das ist eine Frage, ob es eine Slim dann mit Vibrationen und so, ja, ja. Aber halt ohne Disk keine Kompatibilität. Wie willst du es sonst machen? Oder kannst du deine Titel aus dem Store, die könntest du vielleicht halt noch nehmen, wenn du es über den PlayStation Store aktiviert hast? Wenn wir immer unsere finstere Seite zeigen, ändert sich sicher uns die Meinung. So wie in Karate Kid 3. Ah. Wir müssen die Rolle des Cobra Kai spielen und immer mit zerstörerischen Taten aus der Reserve locken. Die Nebenjob. Bei Nebenjob Kraft der Liebe ist doch schon länger bei. Der ist gar nicht auf der Liste. Muss ich den erst annehmen? Ich kann die PS5 hier einfach behalten, wie all meine Konsolen. Boah. Na gut, die Playstations sind irgendwann alle in Wash gegangen. Was sind wir hier überhaupt? Zack, it appears. Ach, wir sind am Ausnest. Das könnte bedeuten, dass die Spiele in 10 Jahren allesamt ausgeknipst werden. Ja, den Punkt habe ich auch. Deswegen kaufe ich nicht so gerne ohne Disk. Auch da kann es natürlich sein, dass ein Spiel invalidiert wird. Weil nur weil eine Disk drin liegt, muss das ja nicht automatisch abspielen. Aber ja. Oder es gibt ja nur noch eine Version mit verkrüppeltem Soundtrack oder. Oh. So, wir müssen zu hier. Mit dem Skateboard? Ja. Achso, das wird ja eh angezeigt. Impossible! Hey, wanna talk about bridges? Nein! Wanna talk about bridges? Bist du irre? Entschuldigung. Ich habe so langsam eine Brückenallergie in diesem Spiel. Hey, wanna talk about bridges? Nein. I've become obsessed with bridges, Zack, and there's no turning back. Moment. Remember what we saw on our... So. Wenn man gegen was fährt, ist der Dialog abgebrochen. Ich brauche mehr Speed, dann brauche ich auch keine Gespräche überbrücken. Abgelehntes Gespräch, keiner zu Hause, muss schnell fahren, sorry. Tut, komme durch, FBI-Agent im Ermittlungsfieber. Hui. Da. Bin auch schon so gut wie da, nur noch 700 Meter lang.
der anderen Seite weiß ich nicht, weil ich zuletzt ein Game für die Xbox auf Disc gekauft habe. Ja, Mann, ist das Absicht? Ja, weil man gewöhnt sich das schon an, die Spiele nicht mehr auf Disc zu kaufen. Halt alles, was ich hier auf dem PC habe, habe ich ja auch über Steam und so. Aber halt, es kann mal schief gehen. Und dann gibt es halt das Spiel, was man möchte, nur noch in dober Version. Wo müssen wir überhaupt hin? Ach da. Oh, ich bin ja ganz am falschen Eck. Nee, ich bin am richtigen Eck. CDs kommen heutzutage ja nicht mal mehr mit optischen Laufwerken. Nee, das ist mir auch gerade eingefallen. Ich müsste mir dann, wahrscheinlich würde ich mir dann ein USB-Laufwerk holen müssen. Oh, wen haben wir denn da? Hallo. Wie hieß er? Danny. Oh, it's you. It's you. I reckon I owe you an apology for how I was acting before. I think I get what you meant now. You'll no longer be able to borrow a certain someone's power. Oh, those words woke me up. I need to get myself together or I'll sink. Das ist auch ein ganzer Tag schon her. You saved me. So, thanks. Now this is a surprise, Zach. Ist das der Bruder von Kelly? Kelly Clarkson? Can a human being really turn themselves around? Das ist der Mann von der Lies. Also von der toten Frau. Hey, come on, don't say that. I lost my baby girl, my wife. Ach so, ja, stimmt. Also seine Tochter ist tot. Alle sind tot. Blaming it all on someone else was the only way I knew how to cope. All right? What are you here for, anyway? Thought you already investigated this place. Aber seine... Moment. Oh, jetzt muss ich nachdenken. Moment. Patricia ist seine... Kind seiner Schwester ist, wie heißt das noch? Wie nennt man das? Dings. Er ist ihr Onkel. Permission to climb up to the roof. Egal. Right up to that hideous sign there. Was? Hideous? Ist doch ein wunderschönes Stein. Oh, is that all? Well, go on ahead. I know you're a genius agent. If you need to go up there, then by all means. Danny, I'm not a genius. I'm a complete failure. Echt? I never even gave a single thought to P.J. Clarkson's first daughter. I was practically oblivious the entire time. Das stimmt allerdings. Considered the possibility that Lena had a child either, and that misstep cost us many sacrifices. But you know all about it now, right? Weiß er es auch schon? Then just move on. You figured out that it was Galena who murdered Lise, and that Galena was being manipulated by Lena. You proved that my treasure wasn't evil after all. No. It may have cost us a lot of sacrifices, but that still makes you a genius agent. Oh. That's how I know I can trust you. Now, I don't care if you're FBI. Whoever killed my treasure is gonna pay. No. Bin gespannt, was mit dem passiert, weil in der Zukunft ist der ja nicht mehr im Gespräch. I want to track him down and kill him with my own hands. But I'm a Clarkson too. So I made up my mind. All Clarksons got a job to do. Piep. Ich mach dir jetzt die Tür auf. Ich habe keine Ahnung, wovon er redet, um ehrlich zu sein. Which one is it, Zach? I'm FBI and you FBU. Patricia must be in the boathouse we saw in that photograph. Along with Melvin and Candy, the goddess of fertility.
What I saw at Alexis's restaurant. Not only was my mind still reeling, but the oracle was also rather vague. But so what, Zach? We just need to find the same boathouse that we saw in that picture. There's got to be another singularity inside it. Nehmen wir das doch. Zach, that's the boathouse. Das war ja where the einfach. photograph was taken. But I have no idea how we're supposed to reach it. Per Skateboard. Zach, it looks like we have no choice but to head back to the starting line. Let's go and see the one who fired the pistol at Heaven. He should be able to transport us straight to that boathouse. Remember, his love for justice is so strong that he chased a poacher's boat all the way up the bayou. I'm sure he'll be happy to help us. Bin mal Zach, gespannt. stop and just imagine it for a moment. Chuck's face. Once he hears that poacher's boat is actually a shrine housing the goddess of fertility. Das wird ihm ziemlich egal sein. Das ist auch ein echten hideous sein. Clarkson Food Delivery Services. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. What's this? Mhm. Für immer Lies. Who left this message for her? Zach, you know what? I forgot all about our 10-foot giant. We still have a lot of work left to do in this town. Also doch. Okay. Wer das liest, ist du. Du bist aber heute noch on fire, Alex. Zach, there's the biggest man we've seen in town thus far. Let's talk to him just in case. Hallo. Hello there, Avery. I need your help. Would you mind raising your arms up high like this for me? Raise my arms. Ah, das könnte auch ein This? Temperaturmesser sein, damit er sich nicht verkühlt im Gewächshaus, im Kühlhaus. Thank you. That's perfect. Ja, schön. It appears that even with your height, you'd have a tough time reaching a spot up that high. I love Lise. But Lise got cold. Lise turned white. My poor sunlight wouldn't move no more. Avery, I understand how you feel. I'm sure that Lise does too. No. Really? Oh, yes. I guarantee it. Right now, I'm trying to eliminate the cause of her death. But I need your assistance. If you ever see a man who looks taller and stronger than you, I want you to let me know. Noch größer. I will. You bet I will. Wisst ihr, was für ein Bedürfnis ich habe, wenn ich diese Fässer hier sehe? So. Dann schauen wir mal. Ah, hier ist doch Thompsons Farm. Da können wir... Da können wir den Schnellweg hinnehmen. Da müssen wir nicht wieder... Wir könnten tatsächlich... Ja, wir brauchen ja nur unseren coolen Skateboard-Trick, oder?
da, 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 da. Hui! Da, da, da. Wieder böse Hundesboxen. Hallo. Hallo, schwarzer böser Hund. Das ist so eine blöde Mechanik. Ach, aber ich mag's. So, hier war doch noch etwas, oder? Habe ich das aufgenommen? Wahrscheinlich schon. So, ich hätte gern nur von einem Aggro. So. Ein Hundeschädel, ich betäub die doch nur, oder? Wer hatte noch einen extra Schädel dabei? Ich tue keinen Hundis weh. Die werden nur intensiv gestreichelt, damit sie wieder lieb werden. Warum sieht das so brutal aus, wenn er dann noch nachtritt? Ich weiß nicht, ob die davon wieder lieb werden. So, muss doch irgendwo noch was sein. Dum, 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 da, da. Dum, 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 da. Oh! Kritischer Treffer gekriegt. Wo hat der sich denn versteckt? Den habe ich schon mal voll übersehen getan. So, jetzt sind aber auch nicht mehr viele Hundis da, oder? Nein, nicht erschießen. Nur streicheln. No shooting, only pet. So. Keine bösen Hundis mehr? Nein, sehr gut. Kann hier hätte ich noch was machen? Liegen so viele Dinge einzusammeln. Mhm. Und hier in den Kisten drin. Also die hier drin. Ich sehe da doch Zeug auf dem Boden. Aha. Ochsenfrosch-Kralle. So, wir sind jetzt hier nicht um Zeug zu sammeln, wir sind hier um die Story fortzuführen. Dazu müssen wir aber noch unseren Korb anpassen. So, wie sieht's denn aus? Schrot. 450 Diskless und 550 ja doch mit Disk. Oh, geht doch, oder? Ich wollte gerade schon sagen, ich habe ja gar nicht mehr so viel Munition, aber die stackt ja zumindest im Koffer. Ich hatte irgendwie noch 2000 Schuss Munition. So. Freundlicher Mensch. Hello, Chuck.
The time has finally come to catch that poacher's boat you spoke of. Oh, now he wants to catch the boat. Thought you FBI boys don't chase down boats. Don't chase down the boat. Ain't that what you said? Unless it's a terrorist boat that plans to overthrow our country, right? Tut's aber. You're exactly right, Chuck. I discovered that boat does contain perpetrators who are potentially capable of overthrowing our country. Perpetrators who are deeply connected to a new drug called Sang Rouge. And you expect me to help you? Ich kann auch dein Boot konfiszieren, Chuck. Yes, I need your help. I see you got the balls to match just how big a goddamn prick you are. Poachers can fuck with my farm all they want, but the moment drugs get involved, all of a sudden you're raring to go. Yep. Guess what? I don't give a shit. Dann konfisziere ich dein Boot. I can't solve this case without your help, Chuck. If you're angry about how I acted earlier, then please allow me to apologize. I don't want no apology. Then how can I get you to trust me? You really don't know when to shut up, do ya? As you can see, I'm busy here. So if you're done harassing me, then, Chuck, that was amazing. Absolutely incredible. Fantastic. How did you do that? thanks? I don't know. The answer lies in his physical advantage. Was? That's it, Zach. Your stance when you toss makes all the difference. Wie kommst du denn? Ich krieg hier Nackenschmerzen vom ganzen Schleudertrauma. Can't get over how beautiful his stance was. Just what am I missing? You like skipping stones? Yeah. Now, I always trust a man who knows how to skip good. See, the key to skipping is how close your arm is to the water when you throw. Aha. You also need accurate speed, an accurate wrist snap. And that's why short folk who stay low to the ground and keep a low profile like me can skip better. Ist das wirklich so? And that's how I reckon I can trust a man who knows what skipping's all about. Got it? If you want my help, you gotta impress me with your skipping. Kann ich dich auch einfach erschießen? Then I'll lend you my boat. Ich hasse so Minispiele, die Storygaten. Ja gut, 5-mal müssten wir schaffen, oder? Na. Ja. Rechne jetzt, als wenn das noch das netteste Minigame ist. Ja, aber 5-mal ist easy. Hot damn! Woo! Scheiß die Wand an. Ich liebe es, wenn Leute diesen Ausdruck verwenden, und der ist so schön aromatisch. Scheiß die Wand an. You're a natural. That was Schiss der Hund, drop und behaltet. Really? Also tatsächlich das Kegeln, das war schlimm. Das Kegeln war schlimm. Das geht. Oh yeah, you got talent, boy. Well, I did have a great teacher. That's what helped me to stay low. Yep, that's the key. Gotta keep low profile. Folks can learn a lot about life from stone skipping. Echt? Feller's gotta stay humble. Keep himself from getting all arrogant. Know what I mean? Nein. Okay, maestro, I trust you. Maestro. Maestro? Okay. I'll take you into the swamp or wherever the hell else you want to go. Want to shove off now? Yes, please. Gotta make hay while the sun shines. Let's head over to my boat. Follow me, maestro. My ass friend. Ich bin so froh, dass das jetzt nicht länger gedauert hat, als es musste. Dun, 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 dun.
Schwammtours. SpongeBob Schwammtour. Teilnehmer für sie das Leben. Manchmal klappt es perfekt und manchmal läuft es einfach beschissen. Selbst wenn du glaubst, du hast perfekt geworfen, kann dir dein Glück jederzeit einen Strich durch die Rechnung machen. Follow my ass, Bro, genau. Bro, das ist doch diese... Ist das nicht die Firma, die Magic the Gathering rausbringt? Wenn du aufhörst, es zu versuchen, ist alles vorbei. Ja, das stimmt. Was hinter der Tür ist? Mehr Türen, neue Türen. Mehr Türer, so ist das doch im Leben, oder nicht? Wir müssen hiermit interagieren. Los geht's, S-Bro. To get to your boathouse. It ain't the safest route out there. So just be ready. Muss ich Leute erschießen zwischendurch? This is exhilarating. It's like an amusement park ride, only better. Hold on tight now, my ass. This is yet another reminder about just how vast and varied our homeland of America is. Alles klar, my ass, Bro. Hier. Aw, you Saat, but now you always... Hey, my... Well then. Ja gut, sie müssen ja noch ein nerviges Minispiel einbauen, das meinen Fortschritt aufhält. Ich will nur zum nächsten Levelabschnitt.
langsam mal gut. Oh Mann, Mann, Mann. Dankeschön. Minzkaugummis. Teller und Rootbeer. Und so ein Käffchen gab's noch. Eine Spatzenfeder. Nice Sache. Und wir können mit dem Spiel weitermachen. Vielen Dank, Spiel. This is as far as I can take you. You're gonna have to walk from here. Thanks, Chuck. Hey, you hear that wind a-howling? Das ist mein Grafikkartenlüfter, der heult. That there's a storm coming. You better watch yourself. Ein Scheiß, den ihr unterwegs eingesammelt habt, genau. Oh, yeah. And folks don't usually come round this end too much, so be careful. You got a weapon? Yep. Just give me a holler if you need me to come get you. I do always trust a good skipper from the bottom of my heart. Sehr schön. I appreciate all your help. Sumpfboot Route 5 freigeschaltet. Das ist ja nett. So, ich würde mal einmal ganz kurz auf die Toilette entschwinden. Bin gleich wieder da. Die Taste? Keine dieser Tasten? Ich versuche hier gerade meine Szene umzuschalten. Dann mache ich sie per Hand. Oh, ich war die ganze Zeit auf der falschen Szene, deswegen hat es nicht geklappt. Bis gleich. So. Wider it goes. Hä? Nein, Nebel brauche ich nicht. Was ich brauche, ist aber einen Jupo Filzstick. So. Einen kleinen süßen Snack für zwischendurch. Oh, weiter geht's. Das sind einfach so Cola-Dinger. Also diese gefüllten Cola-Schlangen. Aber halt, die waren im ausländische Süßigkeiten-Spezialisierungsding von Kaufland. Und ich dachte, das sind spezielle, Moment, türkische Feld-Cola-Sticks. Aber die schmecken genauso wie die von Haribo. Wow. Oh, lecker. Ich stehe auf das Zeug. Oh. Ich dachte, da stand gerade irgendwas mit Pizza. Aber es stand gar nichts mit Pizza. Jetzt kommt der Wind. Oh, Wind bedeutet, dass die Grafik... Ja. Was bedeutet Wind? Bürrebü, genau. Zach, a deadly premonition. Oh.
How do you feel about this one? Honestly, I'm torn. I know the truth that awaits us here isn't one we want to accept. But we have to keep marching ahead. A deadly premonition. Agents, remember? The United States Department of Justice has authorized us to deliver justice in their name. You know, sometimes I get to thinking, why did I ever decide to work in the justice sector? Weil du das am besten kannst. So, gucken wir mal kurz auf die Karte, wo wir überhaupt hin müssen. Und wir sehen gar nichts. So, wir machen mal so wenig Monster wie möglich. I'll curse you. Nein, machst du nicht. Nein, nein, nein. Schleiße doll ab. Kein Verschleiß hier. Are you in pain? Do you want to die? Nee, lass mich mal in Ruhe, komisches Monster. So. Ich denke mal, ihr werdet ja unendlich nachspawnen. Snarf? Ist hier noch einer unterwegs? Was ist denn hier los? Ach, da, du bist das. So, einfach nur gucken, dass wir irgendwo hinkommen. Die halten echt was aus. Komische Dämonenfrauen. Die betrichert liegen. Aus seltsamen Gründen. Die niemand weiß. Komm, Melvin in the Woods. Muss doch irgendwo was sein. Nee, auch nicht. Deswegen jetzt wüsste, wo ich hin muss. Ich hätte jetzt gedacht, ich muss einfach nur diese Äste hier irgendwie erforschen. Das ist irgendwie albern, ich mach das mal nicht.
scheint nichts zu sein. Ein X für nix. Ist auch nicht zu erkennen, wo ich hin muss, ne? Auch ein totes Ende. Mehr rostige Ketten. So, versuchen wir mal da lang zu kommen. Snap. Wenn man irgendwie wüsste, wo man hin soll. Scheiß, genau da. Ja, das ist möglich, dass sie das sagen. So, da rechts ist ja auf jeden Fall was. Das ist ja ein größeres Gebiet. Vielleicht müssen wir ja tatsächlich so denken, dass wir halt zum größeren Gebiet müssen. Und hier in diesen Äderchen ist nur Zeug. Ja, da ist ja auch was markiert. So, was sagt denn unsere Muni? So, da rechts scheint es tatsächlich irgendwas zu sein. Ich bin mal gespannt, ob wir da nicht im Endeffekt einfach herkommen. Hallo, gute Frau. Are you in pain? Oh! Ach so, da steht Kaffee weiß, ja. Das ist sicher ein Programmfehler. Der ist echt on fire heute, der Alex, ne? Finde ich auch. Ich finde das gut. Kann ich in Ruhe schießen und der Alex unterhält den Chat. Das ist sehr gute Arbeitsteilung. Nein, doch. Weil ich wollte eigentlich... nee, ich will nicht mit dem Sumpfhaus ins Bayou, Sumpfboot. Ich möchte ein Verbandsset benutzen. Und nee, Kaffee brauche ich nicht. Möchte ich einen Hotdog essen? Ja. Flusskrebsschwanz. Mysterious Places hier. Zach, we've reached the final stage.
Echt? Are you prepared for the truth? Ja. Reden Sie Patricia und Melvin? Ich dachte, Melvin hat mitgemacht. Bist. Bist. Und drin ist ja nichts. So, da ist die Mutter. I love you. I'll do anything for you. I'll make your wish come true. Süß. You stand before the goddess. Mind your manners. Die gute Ziggy. Sorry, but I don't worship that deity. You always were a rude one. Patty, everything's all right now. Just come over to me. She can't hear you, York. Patricia's already in a trance. Outside voices can't reach her. You didn't. Sang Rouge? Now what kind of fool do you take me for? She's the consecrated virgin, and virgins need to be pure. She won't be able to serve the goddess if she gets all corrupted. Now will she? Ich kann gerade nicht mehr folgen. And besides, she's got a resistance to the stuff. Might be due to the blood she inherited from her parents. Or Ja, might be Sang Rouge was designed that Aber ihre Mutter nutzt es doch. now, 'cause she's about to die. I wouldn't do that if I were you, York. Or did you forget who gave you Mr. Alligator to begin with? You think I'd hand you a weapon without any sort of safeguard in it? Ist es DNA kodiert? Straight out of a bad C movie, Melvin. Call it what you want, York. But I'm the main character here, and you already played your part. Now that Candy's become the goddess, I will take her once more and claim my seat as the king who rules this town. Yes, I will be the one who rebuilds the Clarksons' legacy! Power isn't important to you, Melvin. All you care about is your loving family, remember? The man who won the heart of the most beautiful girl in the world. Melvin Woods. We can still stop this from happening. Ist er jetzt unter Just need to wake up. dem Einfluss von Sang Rouge? York, you really are a second-rate man. You're incapable of understanding how other folks feel. Lena was the one I loved. Candy's merely the symbol we use to restore the Clarksons' glory. The goddess of fertility is just an idol designed to guide our people down the proper path. I Ich komme so langsam durcheinander. everything I had to Lena. Hey, Patricia! Ah, Wie funktioniert das? Obsessed with Lena ever since I was a kid. She lived in a big mansion and also had skin as white as snow. All I ever wanted was to be just like her. My friends were too close-minded to understand. Don't let the white man brainwash you, they said. But race was never a part of it for me. She was always far above that shit. A higher being who surpassed it all. By the time I grew up, Ich denke einfach die ganze Zeit drüber nach, ob das unsere Arena gleich ist. at first, I was so shocked.
It felt like my dreams had been shattered before I ever got a chance to pursue them. But when I finally got a chance to meet her face to face, everything changed. I loved her female form with all my heart. The moment I saw her again, she completely possessed my soul. Hey, York, you know how they say God created man in his own image? That's what Lena is. She's God's finest creation. The perfection of the human race. She wasn't perfect in any way, Melvin. She was just another criminal who happened to be a bit smarter than most. You never understand. Anywho, I decided to follow her plan. And so I became the one who supported her from the shadows, working to fulfill her dream of restoring the Clarksons' glory. That's why I seduced Candy, married her, and kept giving her sang rouge whenever Lena told me to. Then, you know what happened? About 1 year ago, we finally saw a sign. Sign of the birth of the goddess of fertility. You mean she started growing horribly obese? 8 years. It felt long, but also short somehow. I knew from Seine Maske ist allerdings cool, seine Hasenmaske. Ist das ein Hase oder ein Lamm? But I had no other choice. Lamm ist das wahrscheinlich, ne? The only way for me to make my beloved angel need me. So you murdered Galena, too? Yeah, that didn't exactly go according to plan. Galena was supposed to kill Lise, and Lena was supposed to take Patricia's life. Then Lena and Galena were supposed to kill PJ and end their own lives. Filicide, patricide, and suicide. These 3 types of sacrifice were gonna complete the blood purge. But then you came to town. You're such a pest, York. I loathe every fabric of your being. Always buzzing around us like a gnat, trying to upset our faith, but no more. I'm gonna stop you right here, sacrifice my daughter, and complete Lena's plan once and for all. There may have been some hiccups in the plan, but the result won't change. After all, I'm her daddy. In the end, the goddess of fertility and her king will be the only ones left. Oh, kompliziert. Make do on our own. Die Maske ist trotzdem ziemlich cool. Hey, York, haven't you been wondering why I'm talking so much about myself? Because this is the last stage of the game? And nope, I've just been waiting for this. The bud. Soon, she'll be reborn. Bro, And the ja. goddess of fertility will be among us. It all ends here! Muss ich hier was drücken? Ja. Patty, are you all right? Die! Ich habe gerade keine Ahnung, wie der Kampf gleich aussehen wird. Aber ich fürchte, es wird so ein Walter-Kampf. Ein Walter-Sullivan-Kampf. Shit! No! Stop, goddammit! Get away from her!
But the goddess lit us plans! Daddy! No! Damn it! I was supposed to be the king! I need to stop the fire! Shit! Damn it! Daddy, run! I'll die for you. Patricia? If Mama and I die, it'll all end, right? I know about the real you. I know that my blood's cursed. So I'm just gonna die. I'm gonna die here with Mama, so it'll all stop. Just please run, Daddy. You're a good man, aren't you? No. Daddy, you saved me? Patty. Zach, I need you. Give me strength. Second Power aktiviert. You saved me? But why? You kept saying you were gonna kill me. Daddy! I can't do it! Are you all right? Agent York, save my daddy! Get out of here! York, take my CLG! And run! No! I can't leave both of you here! Just go! No! I'm not leaving! No! No! I've sinned. I can't come back to this world. We have to say goodbye here. I'll take your mama with me. It's time for you to start a new life, sweetie. One where you won't be shackled to your destiny. York, I've confessed my sins. I'm gonna die here. I know this isn't how you wanted things to go down, but she's innocent. My CLG is pure. Please, just take her and get out of here. No! No! I'm staying with you! Ich komme gerade absolut nicht mehr mit. Also ja, ich weiß, was passiert, aber warum, in welcher Abfolge es passiert. Irgendwie bin ich gerade raus. My daughter's in your hands now, York. Let's go, Patty. No! Let me go! Daddy! Mama! No! I'm sorry, CLG. I've been a horrible father. Even before we ever met, I was always heading down the wrong path. Ja. I finally understand it now. I love my family from the bottom of my heart. Er hat weder Zeit, richtig böse zu sein, And your mama. noch wieder zurückzukommen. Me too. I love
love you with all my heart, Daddy. I'm sorry, Candy. Red tree. Lena, I'm such a failure. I screwed it all up again. Your whole plan's been ruined. I'm sorry. Right up to the end, I could never do anything right. Oh, really? So, it's all okay? Oh, good. Well, just hold on then. Das war Teil des Plans? Right there. The worst father, graced with the sweetest daughter. Life can be a bitch sometimes. But it wasn't all bad. Tja, das war das. Ah, nein, es geht noch weiter. Das war wohl doch nur das Ende des Kapitels. Oder? Katrina brought that rain to us. And now, I realize that at the very end, I saw him. But she washed all that away. Every last trace. Ach, da ist der Hurricane Katrina durchgezogen. Hat die ganze Stadt mitgenommen. Aber das ist doch nicht das Ende, oder? Oh, I just love the look of glistening green grass. You know the green I'm talking about. Moist with sprinkler water, reflecting the radiance of the sun. In that regard, Louisiana's grass is in a class of its own. Just picture it on a clear summer day. A cold beer in one hand, gazing out from your porch onto the garden you're so proud of. This is the life. Doesn't get much better than this. That's how you feel. A well-kept garden and a cold beer, the ultimate combination. They go hand in hand, just like hot dogs and sporting events. But that grass,
It's got a bit of a nerve. What's happening? No matter how many times you cut it down, it'll always keep coming back and turn your eyes away for a bit. And that's when it'll really sprout up. Up until last week, your garden was perfectly pruned and balanced, symmetrical and pristine. But you wake up the next morning and you can't even stand. Mit wem sprechen wir da oder wer spricht da? People work so hard to cut their grass. Ist das York? They've been tasked with by the Ja, halt mit seiner inneren Stimme? Oh. And it never ends. Understand me, Zach? If you want to stop cutting, Ich glaube ja. you need to either submit to its growth or force it to wither. That's all humans can really do. Hard work never really gets you anywhere in the big picture. Nothing but wasted efforts. Also vorne scheint der Level zumindest zu Ende zu sein. Honest with yourself. Be honest, Francis Zach Morgan. Aha. Nee. Es ist Forrest Cason. Oh, howdy, Zach. So we meet again. Das dachte ich mir schon. Aber was macht er hier? Little boy who was given up for adoption, finally reuniting with his true parents. Look, even little Willie here is beside himself with joy. Der ist aber auch niedlich. Oh dear. Damn it! God, I'm gonna kill you! Ich hätte nicht gedacht, dass sie ihn so prominent hier einbauen. Hey, let her go! What the hell's gotten into you? Oh, der sieht aber auch schon scheiße aus, wie ein Zombie. Jeez, are you okay? Ja. Also gut, es ist nicht das Ende. Das ist schon mal sehr positiv. That should do it. Well, no turning back now. How should we clean this up? I'm searching the room. Oder doch? Thompsonville. Ja, wir sind zurück in der damals Gegenwart. This room is pure insanity. But I can't let it shake me. Why did you come here, Aaliyah? Remember the real reason you decided to investigate Morgan's house in the first place. We came here to find a missing girl. Achso, Aaliyah sucht jetzt Patricia? Photograph of Patricia Clarkson. I thought she was imprisoned right here in this room, but there was no one here. Where could she be then? Ah ja, stimmt. Aaliyah vermutete Patricia hier. Come on, Agent Jones. I know you're hiding something. What are you talking about? You've been watching him for 4.5 years, haven't you? Can you really stand here and tell me that you never saw a single one of the strange signs I'm picking up on now? What signs? Deadly premonitions. Preparations for kidnapping or terrorist activities. Sexual depravity, violent tendencies, self-mutilation. Random dropping of game name. Or even just contacting a specific person periodically. Nope, nada. He doesn't fit any of that. You think I'd really ignore something that obvious? I may be a schlub, but I'm still an FBI agent.
Then why didn't you do anything about this room? Or did you merely choose to ignore his abnormal proclivities? Ist irgendwas illegal hier? You want to know what I did? I did my damn job! End of story! I was outside the entire time. How do you expect me to notice a room like this from out there? It's as simple as that. At least it was, until you dragged me into this whole mess. Don't blame me just because your big investigation ended up leading nowhere. Then tell me the truth. After seeing this room, can you really say that man is in his right mind? Wird irgendeine Begründung für den Mist hier He haben. kept this room a total secret from you for over 4.5 years. No normal human is capable of such a feat. Only a true genius. Can you really guarantee that he won't try anything if we just let him go here? Aber weshalb wollt ihr ihn denn verhaften? Well... Then you need to help me. Also ja, jetzt natürlich, weil er sie angegriffen hat. Find some sort of evidence that we can use to make him reveal what he's plotting. Ich ärgere mich gerade wirklich, dass ich nicht in seiner inneren Sequenz auf Boris Kaysen getippt habe, weil ich dachte einfach nicht, dass sie ihm so eine prominente Rolle geben. Weil halt die Leute, die den ersten Teil nicht gespielt haben, wissen nicht, wer es ist. Und im zweiten Teil denkst du dir, oh, das spoilert jetzt aber die Leute, die jetzt nachher noch den ersten Teil spielen wollen. Okay. Wobei man davon ausgehen sollte, dass man halt dass im zweiten Teil der erste gespoilert wird, aber halt ich hab's anders erwartet. Photograph. I thought she but there was no. Where could she? Why do you think Jethro here survived? Fukuhila, also Jethro Tull. Why? I mean, doesn't he look like the kind of guy who'd die first in a horror movie? He married into the Clarkson family. He didn't possess Clarkson blood, so he had nothing to do with Helena Doman's plan. The blood purge thing? But if that was all there was to it, then Helena Doman wouldn't have killed anyone but Clarksons, right? Yet a ton of the Clarkson gang members died, along with Sheriff Woods. Doesn't add up. She did whatever it took to achieve her goals. She'd kill if the plan required it. But killing people outside of the Clarkson family was never a priority. Her ultimate goal was to cut off the Clarkson bloodline. Maybe he was always meant to be an assistant to the goddess of fertility. What, like a servant? He was the kind of person who was most in his element when he had someone to serve. Okay. Even afterwards, he let Patricia take over the estate, while he became her assistant. As soon as he settled into his role, the townspeople started to respect him. Now they practically revere him, and he's even earned himself a nickname, One-Armed Danny. So you think his life played out exactly the way Professor R planned it to go? Das sah gerade so aus. Talk about tragic. Moment, nee, die Stadt gibt's ja dann doch noch. Aber haben sie nicht gerade gesagt, dass Hurricane Katrina da durchgezogen ist und alles umgeschmissen hat? Sonst hätte ich nämlich gedacht, dass als nächsten Schritt irgendwie alle drei noch nicht nach Greenvale, nach Le Carré fahren. Ja genau, die haben es wieder aufgebaut und zwar 1:1, wie es vorher war, damit sie nochmal den Level verwenden können. I was so positive, but she isn't here. There is something about this room, though. Agent Jones, what do you think? Me? I'm not as smart as you. Why are you even asking me? Are you hiding something? Ooh. Of course not. Knock it off. Me? Hiding something? Me and hiding? That's a good one. Come on. I got nothing to hide. I thought I would find answers in this room. I thought that Patricia would be here. Ja, immerhin haben wir die Augenklappe vom PJ und die Perücke von Lena. But I was wrong. This room is only filled with photos of people related to the case and the handiwork of a madman. Feels like I'm wandering through a heavy mist,
Why is Morgan showcasing those women's photos? And that bed. Sheriff Melvin Woods. I never met him myself, but his face makes him look like a very nice guy. Der ein bisschen wenig Screentime hatte für das, was er hätte stemmen sollen. His background in childhood didn't have any red flags either. Yet we're supposed to believe that he was one of the masterminds behind that entire incident? The one who took her in after the incident was Daniel Clarkson, the next in line to succeed the Clarkson family. Wäre voll nett, wenn einer später im Raum umherlaufen lassen würde. Ja, ich finde das ein bisschen schade, wenn du halt nur in eine Richtung drücken kannst. Wer weiß, welche technischen Limits sie hatten. He's the one that ended up raising her from that point onwards. Isn't fate strange? In the end, two people who were completely unrelated by blood ended up inheriting that house. Yeah, you're right. But sometimes I wonder, what is family anyway? Go back far enough, we're all strangers to one another. We're talking countless generations, marriages and birth, you know. Humans love to deify the rules they create. It's almost like that's been an unwritten law from the very start. Es ist besonders hier relativ offensichtlich, dass es halt super gegatekeept ist, weil ja nach und nach die Dialoge freigeschaltet werden. Im Endeffekt hätten sie es doch einfach durchlaufen lassen können. Sheriff, I never his back. Would you ever be able to marry someone else? Or kill for them? Whoa, what are we talking about? I never heard of any kind of motive like that in any other murder case. I just keep feeling like we're being fed a story that he made up in his mind. True. Oh, unzuverlässiger Erzähler. Ich denke, mit diesen vordefinierten Wegen wollten sie vor allem die Kamera kontrollieren. Honestly, Kann sein. Without having experienced what that's like, I can't really say what I'd do. But I'd never try and force love to happen, if it didn't seem like it was meant to be. There are 3.5 billion women on this planet. There's got to be more than one specific person who anyone can fall deeply in love with, right? But what if we were talking about pizza, not women? You just discovered the perfect ultimate pizza. Also dann. But you aren't allowed to take even a single bite unless you kill someone for the cook. Jetzt, also. Have you ever loved someone with all your heart? What kind of person do you take me for? Halten Sie, no? That's my line. Er hat die Frage nicht beantwortet. Is this supposed to be the altar from the site where Lise Clarkson's body was found? Why would he want to replicate that inside of his own home? Und warum hat er nicht hier vorne alles überflutet? Und There's no way this man is sane. Zack und York haben ihre eigenen Wege. Why did Lise have to die first? Pflänzchen. Ist das die Saat des Baums? Nee, Moment. Maus, Ratte, Eichhörnchen? Ein Rodent? What is this? Oh, you gotta be kidding me. This room paints such a bizarre picture. But upon closer look, I can see some strange sort of pattern to it all. Was Morgan trying to recreate something with all this? If so, there must be a reason for all of these weird and hideous things. Ich mag, dass sie gar ganz komplett ohne Vorurteile hier rangeht.
A woman so beautiful she felt like she could make it as an actress in Hollywood. And this is how she ended up. Sometimes it seems like God abandoned us humans a long time ago. I feel it more and more with each new case. Rope tied around a lighting fixture. What could it mean? You sure it's okay to press that? Won't know until we try. Was macht den Pizzaofen an? Hey, it's Woodstock. Look. Ah. Nein. Den gleichen Fehler hat tatsächlich York auch im ersten Deadly Premonition gemacht. Love and peace, man. Even I can figure out what this is from. It's Jimi Hendrix, Janis Joplin, Grateful Dead, and Led Zeppelin. But I shouldn't have to explain it to a music nut like you. Red tree, red tree. That isn't a peace mark. It's upside down. You don't need to be a music nut to see that. Who says that's the top part? If you're looking from Lisa's head, this is the top part, making it a big, fat peace mark. No, this is the ground. Where's your proof? The red seeds. Seeds go in the ground, right? Ah. That makes this wall the bottom. Lisa's head is clearly at the top. Period. Oh. Ist es der Baum, der durch sie durchwächst? Also, Agent Jones. Led Zeppelin never played at Woodstock. Aber man hat das gar nicht. Gut, wir haben tatsächlich die Fundstelle nie im Original gesehen. When Helena Doman attacked the estate, he just happened to be somewhere else. Whether it was through luck or simple coincidence. That's how he managed to survive. Ist er uns nicht auf dem Auto entgegengekommen? When Helena Doman returned home, someone must have let her inside. You think that was her brother-in-law, Daniel? I don't know. Well, alligators did chomp his arm off. He probably had it in for old man PJ, too. You know, I don't think he had anything to do with this. Why not? You're making it out to be more complicated than it really is. That's always the problem with people like you. Too smart for your own... Just get to the point. Professor R marched straight through the front door to the mansion. Wobei halt auch die Frage ist, ob, ich meine, sie gehört ja zur Familie, ob sie halt nicht auch eingelassen wurde einfach. She arrived right at her destination using the quickest route possible without having to undergo a single security check. I know. My question is, Hat er gewohnt? Because she's family. Sag ich doch. It doesn't matter if PJ disowned her. He never stopped loving his son. A father would never abandon his child, no matter how much they failed to fulfill his expectations. Das sollte so sein. Die Realität ist anders. That's what being a parent is all about. Don't look at me like that. I know. I don't have a son myself, but I have a father. He's still back in my hometown, managing the printing plant my grandfather started. He'll be turning 80 soon. He wanted me to take over the place, but as you can see, I'm out here. Kannst du doch immer noch übernehmen, wenn du 80 bist, oder war das nicht so gemeint? I know how this whole thing works. Even though I haven't seen him in forever, the minute I go home, he'll welcome me with warm, open arms. Also haben wir noch 2 Jagdtrophäen. I've seen the bedrooms of countless violent criminals, but this one is on a completely different level. Na. It's beyond insane. Oh, das glaube ich nicht. I've seen the bedroom. It's beyond insane. What's that? A hunting trophy. A brown bear. With a... Why is it smoking a cigar? It's probably supposed to represent Philip J. Clarkson's body. So sieht's aus. And the elk is?
Es ist deine Mutter. Wer wird's wohl sein? Helena Doman. So that's why it's got such good taste in fashion. Ja. And this one is Galena Clarkson? Why did he want to line up corpses that were killed in different places, all together in a single room? Red seeds? Mhm. He's representing a human with a hunting trophy made from an animal. I feel like I'm looking at a piece of modern art done in really bad taste. Ja. He was taught how to rule as a child, never confided in anyone, and married for purely political reasons. Then he prospered so much that he became powerful enough to rule an entire town on his own. But in the end, his own child betrayed him and ended his entire clan in a series of violent deaths. If that was your life, how would you look back on it? Als Bär mit Zigarre im Mund natürlich. Yeah. Beats me. I wasn't born into a rich family, nor was I ever taught how to rule. And for what it's worth, I've also never knocked up a young ex-actress. But I guess the one thing we can say is that any good life needs balance. Get too hung up on one thing and you lose sight of everything else. And if you betray someone, you'll get betrayed too. Okay. Someone thinks they can step all over people and then live out the rest of their life in peace. They're fooling themselves. We always get to see how those people end up in our line of work. In the end, they die horrible deaths. Also zumindest, wenn das FBI mit ihnen zu tun hat. Wenn es klappt, dann hat das FBI ja meist nichts mit ihnen zu tun. That is why pizza is the only thing I trust. Pizza never betrays you. Ich überlege gerade, ob Pizza mich schon mal betrogen hat. Also die Pizza an sich nicht. Weil wenn ich irgendwie was bei der Zubereitung falsch mache, betrügt mich ja die Pizza nicht. Oder doch? Kann ich das denn der Pizza in die Schuhe schieben? Wobei, wenn ich irgendwie Salz vergesse oder irgendwie was anderes vergesse oder halt nicht lang genug gehen lasse, ist das Schuld der Pizza? Na, ist ja meine eigene Schuld. She planned a string of murders all in order to restore the Clarksons to their former glory, right? Yeah. According to Morgan's story. Wenn die Erzählung jetzt stimmt, kann natürlich sein, dass wir gleich sehen, ach, das ist gar nicht passiert. Matches up with the files, too. But the only proof of that is the confession she privately gave to Morgan. Galena Clarkson was also murdered immediately after she confessed. Don't you think it's all a little too convenient? Well, story-wise, yeah. And the sacrifices. None of the FBI's official records contain an example of an actual human sacrifice. Aside from the cases that Francis Zach Morgan handled, that is. There are tons of examples of animal sacrifice, though. And remember the witch hunts back in the Middle Ages? Die hat auch Zack untersucht? Meaning? Meaning, there are always exceptions to the rule. And Morgan alluded to the existence of some sort of journal, right? I think he said he read it in Professor R's lab. If we could find that, maybe this would all become easier to swallow. The report didn't mention anything about a journal. And if it truly did exist, it surely would have been submitted as evidence. Unless he tried to cover it up on purpose. Warum hat er denn gerade davon erzählt? Unless the journal never existed in the first place. Exactly. This case took place in Lucare. Oppressive authority, cross purposes, madness. And love. But Katrina took the truth along with many innocent lives and buried it all at the bottom of the swamp. But there's one truth that can never be washed away. This all started with the death of a young girl. Ja, mit Lies. The 16-year-old girl who was murdered in Lucca. After that, she remained frozen for 14 years, waiting for someone to discover her. I was the one who found her, which means I have a duty to lay her soul to rest. No. Galena Clarkson went to California to become an actress.
But things never took off for her, so she eventually returned home. Then she murdered her own daughter and ended up like this. Where did she go wrong? She did manage to appear in a few movies, right? Not as any characters with actual names, and never with much clothes on. So that's the only value they saw in her, huh? Sorry, that was insensitive. It's an everyday occurrence in that world. She was also bullied a lot. Bullied? How? They'd cut up her costumes, her scripts, and even her... Was? Wer macht denn sowas? Everywhere she went. Then, after 3 years of that, her stylist chopped off a chunk of her hair. By accident. Are you kidding me? I did a little investigating on this. In the end, a self-titled big cheese producer tricked her. She almost ended up going into porn. Not hard to imagine what would have happened after that. One witness said that after returning to Lucare, she refused to use scissors to cut anything. Hätte sie wahrscheinlich irgendwann einen super populären Twitch-Kanal gehabt oder sowas? Why did she believe what Professor R told her? The whole blood purge story. There's no way anyone in their right mind would ever believe that. You got a point. No matter how badly all the bullying must have broken her heart. I just find it too hard to believe. Don't you? Yeah, but you shouldn't think too hard about it. Why not? Human beings don't make sense. Das stimmt nicht. Sie machen nur ihren eigenen Sinn. Sie machen Sinn nach ihrer eigenen Logik, nach der sie leben. We always do things that can't be explained with common logic. Especially when it concerns our parents, children, and siblings. That doesn't satisfy me. No matter how irrational an action may be, I want to know exactly why that person made such an irrational decision. Otherwise, what hope do we have? You're never going to be in a situation where everything makes perfect sense. Außer bei Pizza. Just stop sticking your nose so deeply into everything. That's my advice, as an old guy who's lived twice as long as you. You and I are nothing alike. You decided to give up on your life and spend the rest of your time on Earth sitting around and playing Sudoku. We are not the same. Everyone thinks that the principal thing to the tree is the fruit. But in point of fact, the principal thing to it is the seed. Now I know why Lise Clarkson was murdered first. Lisa's death was Professor R having second thoughts. According to Morgan, her plan was to perform parricide and filicide, then commit suicide. Those were the 3 deaths necessary to complete the ritual, remember? Ich finde es ein bisschen schade, dass sie in der Übersetzung, dass sie es nicht in den halt komplett Latein gelassen haben. Weil man kann im Deutschen halt ja auch Patrizid und so weiter sagen, so wie man Femizid und so weiter und Suizid sagen kann. Es wäre ein bisschen schöner gewesen, wenn dieser Gleichklang dabei geblieben wäre. Which means she technically could have killed Patricia first. That would have been the best way to delay any interference from the Clarksons themselves. The reason she didn't kill Patricia first is because Lena was actually following a different plan, or perhaps she merely changed her plan as she followed through with it. At some point, new emotions started to take root within her. She had second thoughts about something. And in order to shake those off, she used Galena to kill Lise first, in order to cut off any possible escape. But that only made her plan move ahead quicker than she could have ever imagined, which forced her to rush right up to the end with those misgivings always in the back of her mind. Huh? Wait. Yeah, you lost me. What are you talking about? Ja, mich auch so langsam. In other words, at some point, Helena Doman decided that she wanted to make Patricia the next heir. Okay. The blood purge wasn't for the goddess of fertility. It was for their daughter, Patricia. Wait, are you saying Helena knew from the start that Sheriff Woods would die with Candy? Das scheint sich so anzudeuten. That's the only explanation I can think of. Huh. Remember, this is only assuming that everything Morgan told us was true. Until I can trust that man, this is all nothing more than conjecture. Considering how insane this all is, it sounds perfectly believable to me. So, was ist jetzt mit dir, mein Freund?
Ungarn. Den habe ich gar nicht mehr gedacht. Francis Zach Morgan. Remember me? Oh, cat got your tongue. Understood. You know why I'm here, don't you? Surely you must know what this means. Es gibt einen neuen Hinweis. Allow me to give you another oracle. The contract, once signed, will last for eternity. But only in the presence of true love. You hear that? Ich glaube ja. Good. Dann gehe ich wieder. It's been a while since I felt this. Die Schlange lasse ich hier. There's hardly anyone in this era who can see me like you can. And they've been dropping like flies since you first came to see me. Breaks my heart. No. Tja, ich muss los, Brudi. We don't have much time. Do you have any questions for me? Alles? Excellent. You haven't changed, Francis Zach Morgan. But that question isn't for me to answer. Go and see it with your own eyes. Müssen wir als Time's up. alter Francis Zach nochmal nach Lucaré? To finish this during our next reunion. Was passiert jetzt? Oh, this is bad. Festnahme gescheitert. Objekt mit Geisel geflohen. Agent Jones. Okay. What is this referring to? Avery Smith kidnapped Patricia Clarkson and escaped. Avery Smith? Wollte gerade schon sagen. Avery Smith, der kommt wieder ins Spiel. Why would he kidnap Patricia? Tell me what's going on right now. Ich will's auch wissen. Well... Answer me, Jones. Das ist sein Bruder. Smith und Jones. I made a deal with Morgan. Back when he took me to the bathroom. Hallo, Fee? What? What? Morgan said something to me. If we want to find Patricia, we need to look at Avery Smith. Have you lost your mind? Ich will mehr von der Fee sehen. Wir wissen, wen sie repräsentiert. What he said made sense. Ever since 2005, Avery's been working deep inside that cold storage warehouse. He was also arrested in the past for getting too friendly with Lise Clarkson. And after Katrina, he apparently worked on renovating the warehouse for free. Verdächtig. What if that allowed him to freely modify the warehouse as he pleased? Das ist bis jetzt nicht aufgefallen. That would explain why her body remained missing for 14 whole years. Then, I did a little check and found out that he never went back to work after Christmas vacation ended. So what? Why would you trust him? Hey, listen. I don't. I just decided it was worth investigating, that's all. So, I sent 2 agents to Avery's house without telling anyone. I just called in a favor from an old friend in the New Orleans branch. Okay. No one gave you clearance for that. You think you can just... Hat doch gerade gesagt. But what if Morgan's telling the truth? If he is, we're both gonna look like total clowns. Clowns who went barging into a former agent's house on completely unfounded suspicions.
Yep. HQ will have a field day with us. They'll string us up as the two dumbest agents to have ever graced the field. Okay. I just wanted to take some precautions. And besides, if he is lying, it's still no skin off our backs, right? If things work out, we'll end up solving a difficult case that's been driving everyone crazy. Imagine that. You and me, just the two of us, solving a case like this. It's just the two of us. It can't happen if you cry. I'll be able to jump ship on this crappy job. And you'll be able to freely investigate all things Saint Rouge. Just besides, you know that Morgan is Director Abraham's favorite. Even if we get into some sort of trouble, if Morgan testifies to Abraham's for us, we'll totally be in the clear. Nice. I don't care. This isn't the way things are supposed to be done. Ach komm, Agent Scully. Well, I'm sorry, but I had no other choice. You were so engrossed in this, and come on. Ich will die Fee noch mal sehen. Besides, saving the hostage should take priority above all else. There's no time for squabbling. We need to find Avery Smith no matter what it takes. But how? Well... Thanks to your heroic maneuvers, we just lost our suspect. I know, but... Moment. Inwiefern? Der war doch gar nicht unser Suspect. I know how to find him. Should be able to see the other world, the way I am now. Just let me go. Please. Just the two of us, me and I, genau. Morgan? It's okay, my fairy. I know I can convince them. Ich muss ja sagen, in ihrer Länge sind diese Dialogparts echt anstrengend. Weil ich weiß nicht, wie lange haben wir jetzt diese Zwischensequenz geguckt mit minimaler Interaktion? Halbe Stunde? Gedanken verlorener Simon und zu allem bereite Alaya. Aaliyah Davis. Aliyah. Who wouldn't be after seeing this room? Please, Aaliyah Davis, let me go. This is our case to finish. No, you aren't an agent anymore. But you don't know how to find him. Neither of you ever could. Oh, I'll find him. I swear on my pride as an active agent that I won't give up until I do. That won't get you anywhere. Das fliegt doch mal ein bisschen näher an der Kamera vorbei. It's beyond you. Shut up! You think we can't find him, but you can. Just how stupid do you think we are? If you want us to believe you, then it's about time you showed us some proof. I don't have much time left. I'm pretty sure that's why I can see the other world now. I'd lost that sense ever since the Greenvale incident, but it's back now. Please, will you just trust me? Der sieht nicht sehr ausgeglichen aus. Come on, Simon. You'll trust me, won't you? What? No, Agent Jones. Remember the warning I gave you at the very beginning? You can't let him take control of the conversation. Yeah, I know. I know. Hey, Belle. Your hypothesis was pretty much on the mark. Last week, I went back to Lucare. Okay. Then I bought a used car and got on a train in Trenton. But not for the reason you think. I wasn't stalking Patricia. And I'd never try to kidnap her. Er war einfach nur da und hat Tee getrunken? Kaffee, Entschuldigung, kein Tee. Ist ja ekelhaft. Then why would you go there? Why would you risk so much, especially since you knew that you were under surveillance? Because, once again, I'm chasing Saint Rouge. Saint Rouge? Even after I quit the FBI, I continued to study the red trees on my own. And now, I've come to the conclusion that those red seeds and Saint Rouge both come from the same roots.
Wer hätte das gedacht? I also found proof that someone's inherited the original recipe. That's why I flew to Lucare, to confirm my suspicions. But I was more powerless than I ever could have imagined. I couldn't move like I used to. No badge, no gun. So, after wandering aimlessly around town, I swallowed down my torment and my weakness and left. Ich hätte gern irgendwas davon gespielt. You expect me to believe that? I know you've got it in you. What's that supposed to mean? You found Lise Clarkson's body. The one thing I never did. And only a few days after discovering the body, you came to visit me. You should be fully capable of discerning that what I'm telling you is the truth. Interessante Unterhaltungsstrategie. Talking much about oneself can also be a means to conceal oneself. You can't trick me. You said that she was the mastermind behind the tragedies in Lucare, that her convictions about the Clarkson bloodline are what started it all. Yes, that's right. She instigated her younger sister into killing her own niece. Then she committed suicide immediately after killing her father, hoping that Sheriff Woods would be able to complete her plan. Oder halt, sie hat geplant, dass das nicht der Plan ist. How can one call such an unpredictable series of events a plan? And as we saw, Sheriff Woods chose a fate that was completely different from what she envisioned. No, he didn't. In the end, things went exactly as she planned. So wie es in der Zwischensequenz zu sehen war. What do you mean? At a certain point, she realized that her plan was wrong, so she tried to adjust things, using me as a pawn. But then, the unexpected happened. She and I both underestimated what Avery was capable of. Jetzt ist Avery doch wichtig? That's why I'm here right now trying to convince you, in order to save Patricia's life. If your story is true, then why did Avery Smith kidnap Patricia? Hat noch eine Superform? Patricia resembles Lise. I even got them confused once. And Lise reported being stalked by a 10-foot man. That's Avery Smith? Exactly. But he's only 6'7" at best. His physical characteristics don't match the person you're talking about. I once concluded the very same thing. Aber er ist immer nur gebückt gelaufen. Now I know. That was definitely Avery. He protected Lisa's body for the past 14 years. Oder Chuck Thompson trägt ihn die ganze Zeit. Until you discovered his sleeping beauty. So after losing Lisa's body, he kidnapped Patricia as a replacement? That's ridiculous. Is that really what you think happened? Ich finde das ganz in Ordnung als Schlussfolgerung. Even if Avery did. Auch das Instrument ist hier, das habe ich ja gerade gar nicht gesehen. Das ist das Instrument, was wir zusammengebaut haben. Als der Lord hungerte. If Lise was really that important to him, he would have tried to steal her back. Not now, maybe, but certainly after she was buried. Also die Dosen sind sie nach 14 Jahren noch gut? Nee, das glaube ich kaum. Would you be able to go on worshipping a goddess who had been defiled by so many hands? That ice was a barrier, a shield that separated the divine from our world. Puh. Also ist alles sehr interessant, aber sind wir langsam mal fertig mit Quatschen? What is this drum? Please don't tell me it was a tool they planned to use for the blood purge. Sharp eyes as usual, Belle. No. It was part of an even darker ritual. I can't even bring myself to say its name. The Lord hungers. It was far more important to our case. Was? And far more horrible, if you can believe it. What?
No, that's just a drum. A drum made from 3 empty cans. Ach, die sind empty. And a Ach, Gott sei Dank. Flower. Like I said, what is it? Maybe it's a souvenir. Das war eine Nebenquest. You expect me to believe that? You said that someone inherited the Sang Rouge recipe. Is that someone Avery Smith? It has to be. Aber er ist nur ein NPC, der sogar noch einen Schal vorm Mund hat. Avery used to help Professor R do research in secret. What? Well, that wasn't in the report. I only realized it just now. The moment I spilled my coffee on the floor. Ach, stimmt, das ist ja hier passiert. Das ist ja in dieser Zeit passiert. Ich dachte, das wäre im Alexis passiert. Avery revealed that he was helping with some sort of research. But at the time, I let his confession go in one ear and out the other. Now that I look back on it, I realize it was solid proof that he was helping her produce Sang Rouge. What makes you think that? He had free access to the deepest parts of the cold storage warehouse. Oh. Wait. Meaning... Sang Rouge needs to be produced in an extremely cold environment. Ist das so? Exactly. Aaliyah Davis. That's why you investigated the cold storage warehouse as soon as you got to it. In order to locate where Sang Rouge was being made. Smart. Then, you came across Lisa's body by pure chance. Melvin wasn't the Fool King. What? Many different characters pop up in Lena's journal, and I mistook one of them for someone else. What are you talking about? After Simon hit me and I fainted, I had a dream. Now I'm convinced. I'm the Fool King. Ja, oder so. Das wäre tatsächlich meine zweite Theorie gewesen. The Fool King was always meant to be an outsider who suddenly arrived in Lucare. And the man she felt a need to eliminate wasn't me, but Avery. Lena realized her plan was on the verge of falling apart. She also guessed that I would be able to save Patricia from Melvin. The one worry that remained in her heart was leaving Patricia behind and how her life would play out from that point on. Okay. Especially since she would be left behind with Avery, a large, childlike man who's beyond anyone's control. She wrote that journal entry hoping that I, the Fool King, would be capable of stopping Avery. And she wrote it in a specific way in order to try and rouse me to action. Lena and Melvin both entrusted me with their daughter, so please, just let me go. It's my duty to protect her. Oh. Freunde. Who do you think benefited most from the Greenvale case? No one benefited from it. Many lives were lost. That's all. You really believe that? Everyone who survived was overcome with sadness. Without exception? Without exception. Also tatsächlich ihn als relativ hart getroffen. Isn't that right, my fairy? I feel like you're the one person who benefited from the case. You were able to add a new chapter to your stunning career and earned unshakable trust from the chief. That's what allows you to go on using his intel network as you please, even though you're retired. Are you seriously suggesting that? Sickness is destroying my body. Yet, somehow, I'm unable to forget the cases connected to those seeds, whittling down what's left of my life, chasing them. You really think I'm doing all this for nothing but self-interest? Is that really what you're saying? Jetzt ist er sauer. I understand what you're trying to say, but it's too perfect. It's too perfect, just like that report of yours. How could you come to such a detailed conclusion after spending years shut up in this room? It doesn't make sense.
The only possible explanation is that you're bending the narrative in the direction you want it to go. Why do you think I left the field for 2 years after Greenvale? That case cost me not only my best friend, but also my special talent. I never thought I'd lose something like that. But ever since then, I've been unable to solve cases using that method. Metaphysical offender profiling. Genau das. I tried everything I could think of to regain my lost talent, but it never came back to me. That's why I quit working for the FBI. And without anywhere else to go, I simply spent my days seeking truth, searching for an answer I'd never find. So time continued to cruelly pass me by. Until finally, a disease started eating away at my body. I thought it was all over for me. But about half a year ago, I finally reached my conclusion. Kann erst sterben, wenn den Fall aufgeklärt hat. Everything started with the red seeds. He and I encountered these seeds long before we reached Greenvale. Under the seething, mind-melting sun of Louisiana. Then, for some reason, in the beginning of December, I finally regained my talent, and instantly, I could see the other world again. Get it? Through allowing the cancer cells to ravage my body, I regained the power to travel to the other side. Okay. Der hat mein Trauma komplett aufgefressen. This is the only answer, Aaliyah Davis. Ach so, und damit konnte er dann den Fall wieder analysieren. Okay. Death is a surprise, born from coincidence and an unknown power. Two bizarre cases derailed your life. It must have been extremely painful. You have my deepest condolences, but ich will ein bisschen mehr von der Fee sehen. you in the clear. You're still a suspect. A suspect? For what? Patricia isn't here. The murders of Sheriff Melvin Woods and Candy Woods. Their bodies were never recovered. Katrina carried them away. Aside from that report you wrote, there's nothing that proves your innocence. Damit soll aber jetzt nicht angedeutet werden, dass diese Ereignisse Katrina ausgelöst haben, oder? Ich denke mal nicht. Hey, let's not jump to conclusions here. Oh, I'm not. I also suspect there's a possibility that he murdered individuals connected to other cases that he's worked on. Bleib wie du bist, Aaliyah. The Greenvale report bears the same inconsistencies as this one. Auch wenn die Dialoge jetzt schon lange an, ich kann den gut zuhören. Sie waren nie so gut zusammen wie jetzt. Ja, also tatsächlich, ich finde das auch in Ordnung, aber ich finde es ist halt ein Pacing-Issue. Ne? Klar ist, wir kriegen jetzt ein bisschen was vom Fall mal zu hören, das ist super. Aber halt, wir nähern uns der Stunde wahrscheinlich für eine Zwischensequenz. And both cases are filled with victims whose deaths were never witnessed. Stop. Don't say another word. If you so much as mention her name. If I mention it, then what? You will pay. Es war so klar, dass das die Fee ist halt. Belle. No. Special Agent Aaliyah Davis. You're exceptionally talented, I admit it. You found Lisa's body, then discovered the red seeds all on your own. Hat ihren Namen verwendet. You even noticed that there was someone else in this room. You've got amazing intuition. You're a hunter with an extremely keen sense of smell. Also zwischen einem Jäger und einem Jagdhund ist aber auch ist ein kleiner Unterschied. But you still can't perceive the other world the way you are now. That's all there is to it.
Simon, look inside that trash can. Huh? The trash can? It's right behind you. Then you'll know for sure that I'm telling the truth. We told you not to touch the sanctuary! What is this? Ich weiß, der Lia den Tipp gegeben hat und als ins Rollen gebracht hat. Lass uns unter 4 Augen sprechen. FK. Ah. Der Forest mal wieder. Kleine Erinnerung. What's on that receipt? What is it, Agent Jones? FK. Oh, holy crap. Contact a local agent and have them investigate Avery Smith's home. There are still agents investigating the Lucare area, right? Trust me. That's where Patricia Clarkson is. Trust you? Where's your proof? Ask Aaliyah Davis. Ask her about the name of the person who tipped her off. What do you mean? You're from Chicago, and you love pizza, right? Ja, jetzt bin ich gespannt. Especially deep dish pizza, smothered in cheese. Die habe ich immer noch nicht probiert übrigens. What does this have to do with pizza? Just ask her, and ask her why she decided to take this case in the first place. Got it? Er hat das Pizzagespräch verursacht? Pizza will never betray you. So you need to trust it, too. Was? Moment. Trust in pizza. But how could you have known that I would come here with her? I didn't. I just bet on you. God damn it. Hey! Tell me what's going on right now, Agent Jones. Thank you, my fairy. Car key, Simon. Let me go. Don't worry. Just trust in the pizza. I'm the anonymous tipper. FK. Francis Cork-Jorgen. It's on the corner of 3rd Street. The 69 Pontiac GTO. You've got excellent taste. Lend me your gun, too. Chris? Jones! Und deine Klamotten. See what you're doing here? This is a severe obstruction of justice. You're violating the FBI code. Yeah, Aaliyah, I know, but pizza will never betray me. Pizza? Tell Abrahams to prepare a private jet for me at the airport. I know Robert won't turn his back on me. Wait, Morgan, are you serious? The chief would never lend out a private jet to a civilian I have to leave you for a bit, my fairy. They'll be fine. They'll figure it all out. York, can you hear me? I'm going to go finish the job you started. That makes us even, okay? York. Das stimmt, der sieht jetzt wirklich wieder sehr frisch aus, ja. She's probably going to end up being an even better agent than we were. She just needs more experience under her belt. She's still only pursuing the world she can see with her naked eye. She needs to experience more frustration. Da kommt jetzt aber noch ein Kapitel, oder? Das ist jetzt nicht das Ende. On the other hand, Simon's much smarter than he looks. No wonder he was able to go on watching us for 4.5 years. All that struggling under the surface paid off in the end. Do you want to know why he decided to start trusting me? It's simple. It's all because of the name I used to send the tip to the FBI. It's the name of that pizza parlor, the Chicago-style place with those trademarked crimson boxes, Franklin's Kitchen.
FK. Yet Pizza Pizza. they've got the best deep dish pizza in the area. Both Simon and I love that place. That's why I told him, pizza will never betray you. Will it, York? Tatsache. Yep. York, it's almost time. Let's finish this. I'll be there soon. Watch my back, will you? This is going to be my final battle. So I'm this far gone, huh? But unlike 14 years ago, I feel more at home in this world now. Okay, gut. Also das machen wir aber nicht mehr heute Abend. Weil wenn das Ende nur einigermaßen so ausschweifend ist wie das vom ersten Teil, dann sitzen wir tatsächlich noch eine Stunde. Natürlich haben unsere Sachen hier 14 Jahre lang gelegen. Okay. Aber wenn ich jetzt noch wüsste, ob jetzt eine halbe Stunde Gameplay kommt oder halt noch, ob es jetzt wirklich noch abendfüllend ist. Man weiß es halt nicht, ne? Ach, Risiko oder nicht? Nee, komm. Wir machen das lieber nächstes Mal, wenn wir genug Ruhe haben dafür. So. Halbe Stunde Dungeon plus Stunde Finale. So sehe ich es nämlich auch. Ja, beziehungsweise so halbe Stunde Finale, halbe Stunde labern, halbe Stunde nochmal Finale und ja. Deswegen gehen wir mal zurück. Zurück ins Hauptmenü und machen das nächste Mal. Gut was geschafft, würde ich auch sagen. Also tatsächlich. Hier ist übrigens wieder ein Beispiel, warum ich es echt genial fände, wenn diese Kapitelspiele auch die Möglichkeit bieten würden, nach dem Kapitel das Spiel zu beenden. Also auch hier hat er mir zwar gesagt, so jetzt speicher mal. Möchtest du das Spiel, jetzt möchtest du zurück zum Titelscreen. Trotz des lahmen Doggos. Ja, Patricia war ein bisschen lahmer. Nein, der Doggo war ja immerhin niedlich. Das war schon in Ordnung. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Ich bleib dabei, dass diese Sequenzen, die sind echt anstrengend. Die Sprech-Dialogsequenzen diese Rahmensequenzen im Apartment von Zack. Weil ich habe halt tatsächlich, es ist für mich, es hat ein bisschen was von der Visual Novel in diesen Szenen und es ist halt nicht abwechslungsreich genug. Ja, es ist vernünftig aufgenommen und es ist auch einigermaßen interessant, aber ich habe mir echt gedacht, jetzt muss er nochmal draufklicken und ich will doch nur wissen, könnt ihr das nicht irgendwie, ich will doch nur, dass es weitergeht und es ist halt jetzt nicht so ein Adventure-Game, wo ich das jetzt in dieser Rahmung erwarten würde. Also sprich, ich hole mir die Informationen zusammen und dann geht es halt weiter. Und ich überlege mir, irgendwie müsste doch ist es nicht möglich, das irgendwie anders zu machen? Ist es nicht tatsächlich möglich, so eine Sequenz irgendwie aufzubrechen?
Da muss ich mal in mich gehen. Ich meine, wie hätte man es anders gemacht? Klar, das ganze Ding hat den Fall jetzt nochmal zusammengefasst. Wenn man natürlich wirklich diese Dramatik haben will, dass er jetzt alleine in die Stadt zurück muss. Man hätte es aber auch halt machen können, dass die halt irgendwie zumindest so eine Grundüberzeugung haben und das Ganze halt auf dem Weg dorthin erklären. Und dann kann er nur alleine in die Anderwelt und was auch immer. Ja, okay, gut. Hauptsache, es sind nicht alle dabei eingeschlafen und vielleicht ist es ja auch nur ich, der so ein Problem hat mit solchen ausufenden Gesprächssequenzen, weil ich merke es halt einfach bei anderen Spielen, wie zum Beispiel, was wird mir denn immer so schön aufs Brot geschmiert? Hier, 13 Sentinel zum Beispiel. Wo halt alle Menschen sagen, oh, mega Spiel, super Sci-Fi-Story und alles. Und ich habe es ein paar Mal versucht anzufangen und ich schlafe halt bei dem Spiel einfach ein. Weil es halt diese sehr, sehr langen, sehr behäbig inszenierten Zwischensequenzen hat. Also Visual Novel Sequenzen hat. Gut, ist wahrscheinlich dann doch ein Thema von mir. Also nach dem Trainbreak, dass die dramatische Melvin-Szene war, fand ich den letzten Abschnitt sehr gut verdaulich. Ja, tatsächlich, aber es war halt das. Ich meine, wenn ich wahrscheinlich in die Aufnahme scrubben würde, hätten wir sehr, sehr lange keine Interaktion mehr, außer guck mal links, guck mal rechts, guck mal oben, guck mal unten. Und ich weiß nicht, ob ihr das irgendwie gemerkt habt. Ich habe halt irgendwann auch nicht mehr geguckt, was mich jetzt halt dramatisch am meisten interessieren würde, sondern halt so nächstes. Frühe Sequenzen in der Wohnung fand ich auch hart, gerade wenn es darin auch Brüche gab. Ja, also ich finde tatsächlich diese Grundstruktur finde ich super. Also die Idee hinter dieser Grundstruktur. So dieses Vergangenheitsstory, Jetztzeitstory, Vergangenheitsstory, Jetztzeitstory. So dass man halt immer auch nochmal reflektieren kann, vielleicht sogar nochmal wiederholen kann. Idealerweise hätte man ja so eine Struktur, zum Beispiel, man hat diesen Höhepunkt in der Vergangenheit, ich kann speichern, kann den Stream beenden, kann den neuen Stream anfangen, habe die Gesprächssequenz, die alles nochmal zusammenfasst und einordnet und dann geht's weiter. So, das ist halt so, ja, wie ich mir das gewünscht hätte. Und das vielleicht auch noch ein bisschen mehr hinter den Charakteren steckt. Weil das scheint ja jetzt in Kapitel 3 wirklich das Finale zu sein. Also so wie es inszeniert ist, kommt da jetzt auch nichts mehr. Also es gibt nichts für Alia zu tun. Und ich bin mir nicht so richtig klar, was mit ihr ist. Die kam ja am Ende fast so ein bisschen Plotstopper-mäßig rüber. Also halt im Sinne von, also nicht Plotstopper, sondern halt antagonistisch rüber. Fand ich so, die Leute sind ein bisschen so komplett aus ihren Rollen rausgegangen. Halt auch mit Melvin und so. So als wären da eigentlich noch 3 Kapitel gewesen, aber die haben jetzt alles in Kapitel 3 reingematscht. Irgendwie. Oder halt Kapitel 3,5, Kapitel 4, wie auch immer. Gut. Ja, ich bleibe wirklich gespannt, was jetzt im Finale noch passiert. Und ich denke mal, dann haben wir noch genug Zeit, um über die Story zu reflektieren. Halt auch, inwiefern das ist mit den Spoilern zum ersten Teil. Ob man das vielleicht noch ein bisschen hätte anders machen können, dass die Leute mit Genuss noch den ersten Teil nach dem aktuellen Teil spielen können. Weil ich habe mir halt schon gedacht, naja, eigentlich brauchst du jetzt mit Leuten, die jetzt diesen Stream geguckt haben, nicht den ersten Teil nochmal spielen, weil ja wichtige Sachen schon vorweggenommen werden, obwohl ja auch nicht 100%ig. Ja, mal gucken. Doch, es ist halt immer so ein Thema. Okay, ich fange jetzt selber an, so lange zu reden wie das Spiel und mich im Kreis zu drehen, und deswegen mache ich hier einfach mal einen Punkt. Ich wünsche euch noch ein wunderschönes Restwochenende und ich gucke mal tatsächlich, ich weiß noch gar nicht, ob und was ich Montag streame. Ich habe ja den ganzen Sonntag Zeit, darüber nachzudenken. Ich halte euch wie immer auf Twitter und halt auch auf Mastodon im Loop, was so passiert.
Gute Nacht. Danke fürs Zugucken. Tschüss. Tschüss.